Willkommen zurück zur neuen Ausgabe von BPM Invites, hier mit einem neuen, tollen Gast, jemand, der mir persönlich auch sehr nahe steht. Ich freue mich, heute Micha, aka Klangkünstler, begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag, schön, dass du hier bist. Danke Chris für die Einladung. Ja. Chris natürlich auch da. Ja, ich freue mich auch, da zu sein und schön, dass du hier bist. Ich freue mich mega. Ja. Lass uns doch mal reingehen, um das Ganze mal so ein bisschen zu entspannen. Wir haben jede Woche immer dieselbe Frage. Wie war denn dein Wochenende? Was gab's da zu berichten? Wo warst du auf der Welt unterwegs? Mein Wochenende war mega. Ich war in Fraga, das ist so 2 Stunden von Barcelona entfernt, in einem Club. Das ist der älteste Club in Spanien und da kennst du ja mittlerweile schon alle, ne? Ich glaube, die haben angefangen in den 70ern. Das war zuerst ein Theater und das ist eben auch das Besondere daran. Der ganze Club sieht aus wie eine Filmstadt. Und der Dancefloor ist umringt von Gebäuden, in die du auch reingehen kannst. Wie so ein Set quasi, wie genau, so ein Straßenset. Das ist wie ein Filmset. Ja krass, okay. Du kannst auf den Balkonen oben tanzen, du kannst in den Häusern drin tanzen. Da sind Treppen, die in die Häuser reingehen, die Leute tanzen auf den Treppen. Krass. Das ist absurd. Also wie die Musical-Episode wirklich, das ist absolut, das muss man mal gesehen haben, das muss man mal erlebt haben. Das sind auch die gleichen, das ist eine Familie, die diesen Club betreibt. Und die machen auch das Monegro-Festival, was da in der Wüste ist. Ja. Ja, genau. Und das ist einfach so surreal. Das ist wirklich wie so ein Riesenspielplatz für Erwachsene. Also ich kann jedem ans Herz legen, da mal hinzugehen. Das ist einfach nur Wahnsinn, ja. Ja. Okay, geil. Da hast du gespielt, 1 Gig oder 2? Ich habe 1 Gig gespielt, genau. Ich habe im Januar mich bewusst dazu entschieden, ein paar Gigs weniger zu spielen, auch weil die Planung für meine eigenen Events gerade sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und deswegen 1 Gig macht es dann ein bisschen einfacher. Ja, genau. Ich habe so das Gefühl, Januar ist generell der Monat, wo alles ein bisschen ruhiger ist. Alle sind noch so in ihren Neujahrsvorsätzen und versuchen ein bisschen langsamer zu machen. Ja, du musst ja jetzt auch ein bisschen mehr planen. Ne? Also jetzt gerade mit deinen eigenen Veranstaltungen so, das nimmt ja auch alles ein bisschen Überhand mit der ganzen Geschichte, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Also so Events zu planen, die Lichtkonzepte, die Bühnenkonzepte, das nimmt so unglaublich viel Zeit in Anspruch einfach, weil ich mir auch über jede Kleinigkeit Gedanken mache, wie das Erlebnis irgendwie für den Gast ist. Und dann hast du natürlich da Partner in den anderen Ländern, die mit denen du dann natürlich auch irgendwie dich verständigen musst, dann denen deine Vision erklären musst, denen erklären musst, warum du das alles so machen willst und auf einmal das viel mehr Geld kostet, als sie normal für ein Event ausgeben. Ja. Aber ich halt Geld nicht an die erste Stelle setze, sondern einfach das Erlebnis, Das wäre jetzt tatsächlich eine meiner späteren Fragen. Dachte ich mir auch, aber es ist ja perfekt. Aber das ist ein organisches cool. Gespräch. Ja, nee, dann lass uns da gleich mal reingehen. So. Also das ist auch die Frage, so wie ist das, wenn man, jetzt muss ich gucken, weil die Frage kommt erst später. Wie ist denn das eigentlich, wenn man so eben All Night Longs und seine eigene Partyreihe, sein eigenes Konzept eben durch die Welt versucht zu bringen? Also du meintest schon gerade so, Hürden sind halt jedem wahrscheinlich das Konzept nahe zu bringen und dass er es checkt sozusagen. Genau, also meistens kennen sie es dann halt nur irgendwie mal von Videos, aber was dann da wirklich im Gesamten dahinter steckt, muss man jedes Mal neu pitchen quasi. Muss man jedes Mal neu erklären, dann musst du gucken, gibt es die Technik in dem Land überhaupt und was gibt es für Alternativen, dann gibt es die Sprachbarrieren, Missverständnisse und ja, also in erster Linie wirklich das, was ich für die All Night Longs oder für meine eigenen Events an Technik und an Licht verbaue oder die Bühnengrößen, die ich da baue, das ist einfach nicht unbedingt die Norm und das führt einfach zu viel mehr Kosten, dass ich einfach gerade bei meinen eigenen Events oft einfach sage, okay, ich will keine Gage haben, wir stecken einfach alles in die Anlage. Ja. Boah, das ist krass, okay. Und wie oft machst du das? Also bei Outworld-Events ist es wirklich so, dass kein Outworld-Event, egal ob es ausverkauft ist mit 6.000 oder mit 10.000 Leuten, dass ich ohne Geld nach Hause gehe. Aber das ist okay für mich, ja. Ich mache das wirklich. Guckt euch das mal an. Also das ist ja wirklich geisteskrank, ne? Ja, also gut, wenn du auch All Night Long spielst quasi? Genau, also bei der World Tour, bin ich jetzt nicht bei jedem Event komplett ohne Geld nach Hause gegangen, weil die Produktion auf der World Tour nicht so komplex wie bei einer Outworld. Okay, also genau, das war nämlich eigentlich auch meine Frage, wie unterscheidet sich das quasi auch von dem Gesamtkonzept? Also das heißt, World Tour spielst du also All Night Longs? Die World Tour letztes Jahr war mit Unreal quasi und Unreal hat ja ihr eigenes Lichtkonzept, was ja dieser LED-Tisch in erster Linie das Hauptteil ist.
Das ist auch teuer auf jeden Fall in der Umsetzung, aber das geht noch, aber bei Outworld, ich mache das nur mit Function One. Function One ist generell schon mal teurer, dann verbrauche ich meistens so viel Technik, dass es einfach noch mal ein anderes Level hat. Ja. Wie groß ist das Team bei Outworld? Das Kernteam, was irgendwie mit vor Ort das alles durchzieht, plant, kommuniziert und so? Das ist das Ding, ich habe kein wirklich großes Team so. Der immer dabei ist halt Johannes. Das ist zum einen mein bester Freund seit vielen, vielen Jahren. Geil. Johannes kümmert sich um die ganzen um Video und hat auch ein Auge drauf, dass das einfach alles irgendwie rund läuft, hat ein Auge auf die Leute, dass denen gut geht, irgendwie, dass jeder irgendwie was zu trinken hat, wenn er sieht, dass irgendjemand vielleicht wenn es einfach heiß ist. Total geil, wenn du mit deinem besten Freund irgendwie sowas alles durchziehen kannst, oder? Auf jeden Fall, total. Also das ist so gerade irgendwie. Ja, also vom Gefühl her ist das mega. Das Ding ist nur, wir kommen gar nicht mehr dazu, über private Dinge zu reden, weil wir ständig Themen haben, die halt die Arbeit betreffen. Also die Arbeit, ja. Ja, aber es ist ja trotzdem Arbeit. Und, genau, es ist also Leidenschaft und Arbeit, aber wir trotzdem kommen wir nicht dazu, über private Themen zu reden. Ja, und wie lange ist er jetzt schon dabei? Also Outworld gibt's jetzt wie lange? Outworld, also das Label gibt's seit 2019, aber die Events mache ich jetzt erst, wann habe ich das erste Event angefangen? Weiß ich gerade gar nicht so. Also in der Produktionsscale. Ich glaube, das war im Club Ost, oder? Genau, aber damals, also beim Club Ost, das war ja quasi einfach, da habe ich ein Line-Up reingebucht, ich habe das Artwork gemacht und das war dann quasi der Outworld so und habe dann noch ein bisschen mit dem Light Operator geredet, wie das Licht ungefähr aussehen soll. Ja, also es ist quasi nicht mal ansatzweise das, was du eigentlich vermitteln wolltest. Das war ein guter Anfang. So, genau, es war ein Anfang, das war quasi das, was man früher so als Ketten, Label... alles voller Ketten hast du noch gemacht, weißt du ganz genau. Stimmt, die haben wir dann noch hingetragen mit Johannes. Stimmt, genau, ja. Aber das war mehr ein Label-Showcase sozusagen. Aber dann später, genau, dann habe ich noch den Free Rave gemacht hier in Berlin ja auch. Minna-Todenhagenbrücke war das, oder? Nee, das war während Corona, genau, aber ich habe noch hier in einem Warehouse in Spandau habe ich einen Free Rave gemacht. Das war auch dann schon Outworld und danach hat es dann angefangen, dass ich wirklich quasi ein Lichtkonzept entwickelt habe. Das mit den Böden, ne? Genau, mit den LED-Böden, mit Function One und weißes Licht. Also das ist das, was mir immer im Gedächtnis geblieben ist, dass eigentlich alle versuchen, entweder rotes Licht zu machen, so klassisch Techno, Red Room irgendwie. Ja. Und bei dir das eigentlich so total, also eine Kühle hatte dadurch irgendwie und genau, also heraussticht. Ich meine, man kann natürlich auch warmweißes Licht machen und das machen wir, oder das mache ich auch manchmal. Es kommt ein bisschen auf die Venue drauf an, auf jeden Fall, wie sich so anfühlt im Raum einfach, ja. Aber das quasi auch eigentlich schon dein USP und du hast mir mal irgendwie erklärt, dass genau das dieses Portal zur Outworld ist, ne? Also ja, ich meine, weißes Licht kann natürlich auch jeder andere auch machen. Ja, aber bei diesem Umfang. Ja, genau, also weißes Licht sieht auch je nach Lampenart einfach anders aus, so, es hat so ein bisschen futuristischen Vibe. Auf der anderen Seite versuche ich ja dieses Oldschool-Ravige immer noch hochzuhalten, ja, und das ist so ein bisschen so diese Mischung daraus. Also klar, ist jetzt nicht neu erfunden, nur weißes Licht zu machen, aber ich glaube, wenn man das halt richtig einsetzt, hat das schon so einen eigenen Vibe einfach, ja. Ich würde ganz gern mal, Micha, ich will ganz gern mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen, vor Outworld, für alles. Wie ist deine Story? Wie bist du zu Techno gekommen? Wie waren so deine ersten Steps? Was war die erste Party so, an was kannst du dich erinnern? Ja, also Techno mache ich ja erst seit 2017 und aber angefangen bezieht sich das jetzt die Frage. Wie bist du in diese elektronische Tanzmusik-Szene? Also irgendwie geht es ja mit der Clubszene, also wir sind irgendwie über die Tomorrowland 2012 Aftermovies da reingeschlittert und sowas. Ach echt, ja? Ja, genau. Ah, geil. Wir beide? Also wir kannten uns da noch nicht, aber wir waren schon geistig verbunden damals, Nee, so haben das schön geschaffelt. Ja, genau. Die Dimitri Vegas und Like Mike, das war die Welt damals, die mich so begeistert hat an elektronischer Musik. Und dann Paul Kalkbrenner, halt so das klassische früher irgendwie so mit meinem besten Freund beim Kiffen hat man dann das irgendwie gehört. Ja. Und dann kam aber dieser Step, so wir haben dann Clubmusik gehört, Goa und Minimal und Droplegs und sowas. Und wussten gar nicht, in welchem Kontext das irgendwie stattfindet. Dann kamen so diese ersten Club-Erfahrungen
Erfahrung sozusagen. Und so kam dann in München dann diese Steps irgendwie. Ja, auch du bist auch aus Bayern, ja? Ich bin aus Bayern. Wo bist du her? Ich bin aus dem Allgäu. Aus dem Allgäu? Ja, genau. Krass. Da bei Johannes da, oder? Kaufbeuren, die Ecke, oder das Ostallgäu? Genau, Kaufbeuren bin ich geboren tatsächlich. Krass, das war ein nice guess. Genau. Das bestätigt wieder diese Theorie, dass wirklich also gefühlt alle erfolgreichen Leute in der Medienwelt oder auch in der Musikwelt, Musiker, kommen aus Süddeutschland, ziehen nach Berlin. Oder Köln, ja. Oder Köln oder so. Ja, stimmt, Köln ist auch Hotspot. Ja, Kalte Liebe und so sind ja auch alle. Johannes Schuster auch da aus dem Süden. Ja, stimmt. Kalte Liebe sind es auch aus Süddeutschland. Ja. Krass, wusste ich gar Das nicht. Böse kommt aus dem Süden, kannst du wissen. Caro kommt aus Süddeutschland, also Kalusch. Ja. Alle irgendwie. Ja, wird mal Zeit, dass ich hier mal ein bisschen aufräume. Ja. Wir waren beim Thema, genau, wie bist du da zur elektronischen Musik gekommen? Du hast ja früher auch schon natürlich den ein oder anderen Hit geschrieben, eine andere Musikrichtung. Das muss man auch erstmal schaffen, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Aber wie kamst du allgemein zur Musik? Bei mir war es Tomorrowland, das Aftermovie. So, dann fand ich übelst geil, dann habe ich angefangen zu mixen mit M und dann ging es weiter. Wie war es bei dir? Bei mir, ja, also ich komme aus irgendwie aus einer 16.000, 17.000 Einwohnerstadt. Da gab es halt keine Clubs und da gab es auch keine elektronische Musikszene. Also ich bin dann irgendwann halt zum Feiern, weil es gab bei eben halt nur diese eine Disco bei mir in der Stadt. Da lief halt jedes Wochenende lief Charts. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich gehe jetzt einfach mal, ich fahre jetzt einfach nach München zum Feiern. Und in München gab es natürlich Clubs. Das waren natürlich aber auch erstmal die Mainstream-Clubs, so, weil ich kannte nichts anderes. Ich wusste nicht, was Minimal ist, ich wusste nicht, was Techno ist, ich wusste gar nichts. Ja, aber das ist ja quasi eigentlich immer dieser Einstieg, den man so hat quasi. Dann, ja, bei vielen. Ich glaube, außer du wohnst in Berlin, so. Ja, dann bist du gleich. Dann bist du gleich voll drin. Aber das gab's bei mir halt alles nicht. Und damals war auch, es gab noch kein Instagram, es gab noch keine viralen Videos oder so, die irgendwie dir was auf einmal nahegebracht haben, was du noch nicht kanntest. Es gab gerade Soundcloud und über Soundcloud bin ich dann auch als erstes so mit House in Verbindung gekommen. Deswegen war das einfach so die Musik, mit der ich angefangen habe, weil das war einfach das erste, mit was ich in Berührung kam, wirklich. Was waren so die ersten Clubs in München? Das war das alte Harry Klein. Auf dem Optimol-Gelände. Genau, ja. Da ging's bei mir auch los. Echt, ja? Also nicht im Harry, aber auf dem Optimol-Gelände. Grinsekatze, oder? Ja. Da habe ich actually ein Jahr sogar gearbeitet dann. Das waren die ersten Anfänge. So. Alter, geil. Ja, da hat man alle kennengelernt irgendwie, aber das war halt der pure Ort. Also das gibt's ja jetzt nicht. Da ist ja jetzt das Werksviertel und es gibt jetzt wieder das DNA dort und sowas. Und, aber das war halt der Ort. Irgendwie. Voll, also alleine nur auf dem Gelände zu sein, hatte schon so einen Vibe. Ja, voll. Also, ja, das war wie so ein Mini-Festival-Gelände einfach. Total, ja. Ja, genau. Und da bin ich dann einfach mal rein mit einem Kumpel so und ich wusste, hat gar keine Ahnung, was das ist. Aber allein dieser Geruch da drin, diese Visuals, die hatten ja an allen Wänden Visuals, das war so trippy. Ja. Die Boxen so runtergehangen an Ketten, was lustig ist, weil ich das heutzutage immer noch auf meinen Outworlds-Event mache. Zwar nicht an Ketten, aber das ist eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, total unterbewusst irgendwie da kommt's her. Aufgegriffen. Ja. Das war so raw und da bin ich einfach rein, hatte keine Ahnung, was das ist. So, das war die Minimal-Zeit damals, aber ich wusste nicht, was ist Minimal. Ja. Und ich habe mich dann halt trotzdem so, House hat mich dann einfach gepackt über Soundcloud halt, ja. Ja, krass. Und dann hast du selber irgendwann angefangen aufzulegen oder hast du mit dem Produzieren angefangen? Nee, genau, ich habe zuerst angefangen aufzulegen, aber nach ein paar Monaten hatte ich irgendwie, genau, war eben auch so diese Kalkbrenner Zeit Berlin Calling und ich dachte mir so, was macht der da immer einen Mixer? Und dann habe ich gecheckt, okay, der spielt live, der spielt nur seine eigenen Tracks. Und dachte ich mir so, ja, ist eigentlich schon geiler, deine eigene Musik spielen zu können. Ja. Und das war dann so der Impuls zu sagen, ich will auch meine eigene Musik spielen. Und so habe ich dann angefangen zu produzieren. Hatte aber jetzt niemanden, der mir das irgendwie beibringt oder so. Die Tutorials damals waren ja noch sehr, 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 sehr ausbaufähig. Ja. Ausbaufähig auf jeden Fall. Deswegen hat es bei mir auch echt lang gedauert, bis da mal was rauskam, wo man sich wahrscheinlich dachte, ja, cool, kann ich mir anhören. So. Ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 34. Okay, und wann bist du dann nach Berlin gezogen? Also nach dieser München-Zeit sozusagen? Irgendwann kam ja dann der Sprung zu
in die große Metropole. Genau, das war 2012. Ich habe gerade meine Ausbildung fertig gemacht als Hotelfachmann. Hatte dann gerade noch ein halbes Jahr irgendwie Vollzeit gearbeitet. Dann kamen aber schon die ersten Gigs so und dann, ich hatte damals eine sehr, sehr tolle Chefin, die das dann mitgemacht hat, dass ich auch am Wochenende mal weg war. Ah, cool. Aber jedes Mal ich habe meine Ausbildung in Hohenschwangau gemacht, von dort aus irgendwie in die Welt zu kommen, das war jedes Mal eine Weltreise. Hohenschwangau ist hier, wo das Schloss ist, oder? Genau, richtig, ja. Wie heißt es? Neuschwanstein? Neuschwanstein, Ah, krass, ja. okay. Ja. Genau, und alleine von da dann zum nächsten Bahnstation und dann von dort aus mit der Regionalbahn irgendwo hinzukommen, war halt Pain in the ass. Genau, dann wusste ich, okay, ich will einfach raus. Und dann hatte ich meinen ersten Gig in Berlin und dann wusste ich, okay, hier möchte ich hin. Ja, das kann ich nachempfinden, das ging mir ähnlich. Vor allem, wenn man halt so aus dem Dorf kommt und dann sieht man zum ersten Mal Berlin und denkt sich so, Alter, was sind das für Dimensionen? Das total, die Straßen sind ja voll breit und so und allein so Sachen irgendwie. Total, ja. Das war... Und dann hast du irgendwann auch Steve for Talent und so released, ne? Genau, ja, Steve for Talent, habe ich dann als meiner ersten Releases gehabt, was so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber dieses House Jack, erinnere ich mich da noch richtig dran? Jam Master Jack, das habe ich auf einem UK-Label released. Okay. Also, ja, davor hatte ich halt einfach irgendwie so ein paar Tracks auf Soundcloud hochgeladen, die mehr Plays bekommen hat. Damals waren so eine Million Plays auf Soundcloud ja noch geisteskrank. Einfach. Die Welt, ja. Ja, da dachtest du so, was geht jetzt ab? Vor allem der Markt war ja noch kleiner. Ne? Total, ja, auf jeden Fall. Also das war halt dann wirklich ein Hit, wenn das passiert ist. So, das hat mir mit Ferdi irgendwie, das gibt's jetzt heute nicht mehr so ganz. Durch Hype-Edit und durch dieses Klick-Gegrinde ist es ja möglich, irgendwie noch so einen Hit zu landen, der dann wirklich so ein Evergreen-Potenzial hat. Oder 6 Wochen oder so bleibt oder so genau. Gefühlt. Ne? Es sei denn, na gut, da reden wir später noch drüber. Das ist ja nochmal. Ja, aber das ist eigentlich eine gute Überleitung. Wann kam der Gedanke, weil zu sagen, hey, okay, ich gehe jetzt in Techno rein, ich mache jetzt Hard-Techno, irgendwie wird's jetzt schranziger, irgendwie, dann kommen wir, also so man merkt ja bei dir von Release zu Release entwickelt sich ja dieser Sound, definiert sich immer weiter und genauer aus, finde ich. So, das ging bei Hexenmeister los, das war aber noch sehr, also für Schranzverhältnisse tech-hausig. Und irgendwie wird es aber jetzt wirklich immer härter, schranziger, rollender und sonst. Wann kam der Moment, wo du gesagt hast, okay, Haus ist es nicht mehr, ich habe jetzt eine neue Liebe? So. Ja, also ich glaube nach ein paar Jahren Haus, und ich war ja auch super jung und ich glaube, es ist normal, dass dann irgendwann dann vielleicht so ein bisschen die Luft raus ist einfach. Und ich glaube, es kam auch noch dazu, dass auch generell Deutschland nie so ein Hausland war, in dem Haus so total verbreitet war und dann hast du auch nicht wirklich Leute, Producer, mit denen du dich connecten kannst und die waren alle in UK oder in Ibiza und ich weiß nicht, für mich aber einfach so ein bisschen die Luft raus, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, was mache ich jetzt? Weil du sitzt dann da und du hast jahrelang halt diesen Sound gemacht und dann wachst du nicht auf. Ich hatte ja schon Gigs und war am Touren mit dieser Musik, dann wachst du nicht auf und sagst, oh, ich ändere jetzt einfach alles. Ja. Genau, man kriegt nicht die Brand auf einmal. Nee, das ist ja ein übertriebenes Risiko einfach, ja. Deswegen, das war dann wirklich total organisch. Ein Kumpel von mir beim ADE, ich hatte einen ADE-Gig, wie jeder. So. Und ein Kumpel von mir hat dann gesagt, ey, ich gehe heute noch zu Awakenings, hast du Bock mitzukommen? Und ich so, ja, ich hatte keine Ahnung, wer spielt, aber beim ADE gehst du natürlich mal auf das ein oder andere Event, um es dir mal anzugucken. Und bin rein und ich glaube, dass ich so unvoreingenommen war genau das, was es möglich gemacht hat, mich darauf einzulassen. Weil ich bin nicht da reingegangen und dachte, okay, ich höre jetzt den Künstler und ich erwarte das. Oder die Künstlerin. Dadurch war das ein bisschen magischer, oder? Der Moment genau, ich bin einfach rein, ohne Erwartung und dachte mir, ja, ich gucke mir jetzt einfach mal an. Und ich bin rein und allein dieser Gashauder ist ja alleine von der Location schon. Das war früher auch immer in diesem Gashauder mit die ersten, die das Feuerwerk dann auch immer. Genau, richtig. Also ist ja immer noch beim ADE und allein diese Location hat dann schon mal was mit mir gemacht und Nastia hatte das Opening gespielt und es war wirklich noch leer, weil wir waren eine der ersten und die hat da schon so Oldschool Techno gespielt und das hat mich total gehuckt einfach. Ja. Also ich bin da in der ersten Reihe gestanden, das Ding war leer und ich habe einfach getanzt, weil ich es so geil fand einfach. Ja. Und das hat was mit mir gemacht.
Und am nächsten Tag hat der gleiche Kumpel mich dann nochmal zu einer anderen Party mitgenommen. Das war irgendwie Cocoon Stage Hosting und da wurde halt auch Techno gespielt. Und da habe also das, was das mit mir gemacht hat, diese Energie von Techno, das kannte ich natürlich auch von House nicht, weil House natürlich ruhiger ist und funktioniert anders. Diese Energie von Techno, das hat mir sowas gegeben einfach. Und ich bin dann raus aus diesem Zelt, hab meinen Kumpel angeguckt und ich so, Alter, ich kann nicht mehr, ich kann kein Haus mehr produzieren, das geht nicht. Diese Emotion habe ich noch nie gespürt. Ja. Und er so, ja, dann mach das doch. Ich so, Alter, ich kann das nicht machen. Okay, das war das Dilemma dann. Ja, genau. Aber ich hab's dann tatsächlich so gemacht. Ich habe mit ein paar Leuten geredet und einer hat mir einfach den Rat gegeben, wenn du es machst, mach einen harten Cut. Ja. Und ich habe das andere nicht mehr so gefühlt und ihr wisst es selber, wie es ist, wenn jemand zu dir sagt, produzier was du nicht fühlst, das ist unmöglich, also es gibt vielleicht so Producer, die das können, ja, aber meins ist es aber nicht, wenn du voll die emotionalen Tracks machst und also genau deine Musik davon lebt. Wenn es so ein Arrangement-Zeugs ist, dann geht's vielleicht noch, aber wenn du da deine Seele reinpackst, wird super schwierig. Wenn dir jetzt jemand sagt, mach jetzt einen Drum-Bass-Track, es geht nicht auf Abruf. Und deswegen, also ich hab's hab House da nicht mehr gefühlt und dann habe ich gesagt, alles klar, ich mach den Cut. Hab dann auch kein House-Track mehr seitdem produziert, seit 2017. Krass, also und wirklich einen komplett harten Cut. Ja, voll, genau. Dann ging's zu Penpot, ne? Second State, oder? Genau, also mein erstes Techno-Release hatte ich auf Filz und Acid von Rainer Sonnefeld, stimmt, genau. Ja. Das war auch, da bin ich ihm bis heute dankbar, dass er mir auch diese Möglichkeit gegeben hat, weil natürlich erstmal aus dem Techno-Bereich alle, die mich schon kannten aus der Hauszeit, gesagt haben, ja, was macht jetzt hier ein Hauskünstler auf einmal Techno von heute auf morgen? So, das ist ja erstmal nicht so glaubhaft oder glaubwürdig. Aber das hat das Image so ein bisschen geschärft, ne? Also dann direkt. Oder dich ein anderes Licht. Weiß ich nicht, also ich glaube, schon eine Reputation, so wenn du direkt auf so einem Label release. Vor allem damals war das eher noch Phil von Acid war für mich auch damals das Label. Auf jeden Fall, ja, nee, genau, das hat auf jeden Fall geholfen, genau. Und dann habe ich, dann kam Second State, das war auf jeden Fall nochmal ein Schritt in diese, dass Leute das akzeptiert haben und hingenommen haben. Es gibt sicherlich heute nach 7, 8 Jahren immer noch Leute, die sagen, oh, du hast vor 8 Jahren Haus gemacht. So. Ja, ich hab da irgendwie so ein Video gesehen, da hattest du auch noch dieselbe Haarfarbe wie ich und da hattest du irgendeinen Gig irgendwie von heute von vor 10 Jahren zu jetzt. So ein Zusammenschnitt, Ja, genau, und dann hat da irgendjemand kommentiert, dass du mit der Zeit gehst und so, keine Ahnung, was habe ich den auch nochmal kommentiert, ob er irgendwo mit 5 einen Vertrag unterschrieben hat, dass er jetzt für die nächsten 30 Jahre immer dasselbe macht, quasi, weißt du? Also ja, wenn niemals seine Meinung ändert, ist halt ein Idiot. Aber wenn man polarisiert, ist ja klar, dass du da auch viel Gegenwind bekommst, ne? Also ist auch okay. Also oft finde ich halt, ich mag es halt, wenn irgendwie Argumente so reflektiert sind. Und wenn man aber halt einfach so nicht nachdenkt und dann solche Kommentare droppt, dann denke ich mir so, ey, wenn ich mir halt jetzt mal 10 Minuten mit dir reden würde, dann würdest du halt verstehen, dass das so geschrieben hast. Aber das ist halt nicht das Internet leider. Nee, natürlich. Das bildet ja die Kommentarsektion nicht ab. Das ist auch, ich finde es auch insane bei dem ganz kurzer Off-Topic-Schwenk, bei dem Reel, was wir mit Ferdi hochgeladen haben, was so extrem viral gegangen ist. Das ist halt krass, wie diese Kommentarsektion eine Plattform dann bietet für Leute, also das hat ja gar nichts mehr mit dem Video-Content zu tun, gar nichts mit dem Inhalt zu tun. Da geht es bloß um politische Aussagen, genau. So, in welche Lager du gehörst und so. Genau, und auf einmal geht aber auch wirklich wie in so einem Forum so eine endlange Diskussion auf. Also das ist echt insane. Also die Leute gehen ja auch so Internet-Rambo-mäßig teilweise rein, weil das so anonym ist. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Lass uns da nochmal zurück, du hast quasi deine Musik geändert, du hast bei Second State und bei Ole René hast du da released. Genau. Wie ging es dann weiter? Wie waren das für dich mit dem Touren und quasi vielleicht auch eine finanzielle Einschränkung erstmal, dass du von heute auf morgen deinen Sound geändert hast? Oder warst du so gut in guten Agenturen, dass sie dich trotzdem irgendwie noch auf Lineups drücken konnten? Weil du hattest ja trotzdem schon Follower und so, Facebook, genau. 40.000 oder so damals vielleicht. Genau, also es war tatsächlich erstmal so, dass ein paar Promoter Gigs, also du bestätigst ja deine Gigs Wochen oder Monate im Voraus und dass mir ein paar Promoter dann mit ganz komischen Ausreden mir Gigs abgesagt haben, weil sie gesehen haben, online habe ich natürlich dann auch schon angefangen,
Videos auch von Gigs zu posten, wo ich Techno spiele. Und dann waren natürlich Promoter, die mich halt gebucht haben und dachten, ich spiele immer noch Tech House, was verständlich ist. Ja. Total irritiert und dachten dann so, ey, scheiße, das geht nicht. Und haben dann halt meine Gigs gecancelt. So. Das war jetzt nicht in so einem Rahmen, dass ich jetzt irgendwie auf einmal meine Miete nicht mehr bezahlen konnte. Aber ja, genau, also finanziell, ich meine, ich hatte da, das war eine Zeit, da waren die Mieten auch noch angenehmer in Berlin, ja, ich hatte dementsprechend kam ich irgendwie klar so, also Und wie lange war quasi diese Dauer, dass es so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, also dass die Leute das auch verstanden haben, dass du jetzt anderen Sound spielst? Da gab es so einen Durchbruchmoment, wo man wirklich, du für dich abschätzen kannst, okay, jetzt bin ich safe. Naja, so. Also wenn du ihn fragst, dann ist er immer noch nicht durchgebrochen. So sieht er das. Ja. Ich weiß nicht, ich kann das ganz schwer einschätzen, wann dieser Moment ist, weil man nimmt das, glaube ich, selber anders wahr, als das von außen wahrgenommen wird. Und deswegen, also ich glaube, der erste Moment, und das kam aber wirklich erst viel, viel später, wo ich wirklich gemerkt habe, dass irgendwas passiert ist halt quasi, als ich das erste All Night Long gemacht habe und wir halt in einer Stunde das Bootshaus ausverkauft haben. Ja. Und wenn du quasi alleine, also als alleiniger Künstler einen Club ausverkaufst, ohne dass da noch andere Acts spielen, weil du bist ja immer gewohnt, da spielen noch andere Headliner und so und du denkst immer so, ja, es geht halt einfach um die Headliner und das ist auch okay, ja. Aber dass so viele Leute nur wegen dir dann ja, kommen. Ja, genau. Das war auch vor dem ersten All Night Long. Da habe ich gesagt zu Unreal, so Leute, niemals kommen so viele Leute wegen mir in den Club. Also bist du da aufgeregt gewesen? Ich bin gestorben. Ja. Ich bin gestorben. Ich konnte nicht mehr schlafen. Tage davor. Ich dachte, was ist, wenn die nach 3 Stunden sagen so, Alter, was ist, ja, okay, passiert jetzt mal was Neues, weil das ist ja so, wie die Leute konditioniert sind. Ja. Alle 2 Stunden kommen ein neuer Headliner und neue Impulse so ein bisschen. Genau, und jeder spielt irgendwie die Banger, die er auf Lager hat, und dann stehst du da 8 Stunden und ich, ja, also das war. Wann waren das? Haben wir nicht davor auch noch geschrieben und meintest du, dass du so übelst lang so dafür gedickt hast und so? Ja, also genau, gedickt habe ich auf jeden Fall viel, aber ich hatte zu der Zeit dann halt auch schon ich spiele ja nur Oldschool-Musik und ich hatte dann aus sehr vielen verschiedenen Jahren Musik und so habe ich das einfach, ja, also ich hatte schon genug Musik eigentlich tatsächlich, habe natürlich noch mal mehr gedickt und ja, ich erinnere mich bloß dran, dass ich wollte ihn wieder zum Essen überreden, dann meinte er so, ja, Digga, gerade ist schwierig, irgendwie, jetzt haben wir bald erstes All Night Long und so. Ja. Ich hab mal tatsächlich noch eine Frage, hast du einen musikalischen Background? Gar nicht, nee. Irgendwie, warst du früher auch in Musik scheiße im Unterricht? So, mir zum Beispiel ging das so, ich konnte das gar nicht. Ja. Also ich konnte damit auch gar nichts anfangen. Wir waren richtig gut in Triangel, aber das war's dann auch. Ja. Da war's dann vorbei. Ja, aber du hast gar keinen Background irgendwie. Nee, ich kann keine Noten lesen, ich kann nicht Klavier spielen oder so, ich kann gar nichts sagen. Also du hast einfach quasi, glaube ich, Talent für Vision, was das angeht. Scheiße, wir waren aber gerade bei All Night Long, jetzt hast du mich da schon ein bisschen rausgebracht. Ja, das Thema Diggen halt. Genau. Vielleicht drauf eingehen. So. Ja. Das ist vielleicht auch interessant, ja. Also erstmal, wie preparest du ein fucking 8, 9, 10 Stunden All Night Long zum einen? Und also in welchem Zusammenhang steht es mit der Oldschool Music? Also ist ja auch natürlich schwieriger, oder? Weil das ja begrenzt ist. Also genau, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte schon immer, also schon zur Hauszeit fand ich irgendwie Oldschool-Musik irgendwie interessanter, weil die Musik irgendwie, die hat natürlich eine andere Soundästhetik, es klingt einfach anders. Und ich glaube auch dadurch, dass die Leute damals weniger Möglichkeiten hatten und limitierter waren. Was vielleicht purer, echter. War es einfach purer, ja. Und es gibt natürlich heute auch großartige Musik, die man damals einfach hätte gar nicht machen können. Aber es gibt heute auch einfach sehr viel Musik, die einfach sehr seelenlos klingt. Ja. Und das ist jetzt gar nicht auf ein Genre bezogen, sondern das findest du in jedem Genre findest du gute Musik und seelenlose Musik. Und ich glaube, in einer Zeit, die so schnelllebig ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass
mehr seelenlose Musik nachkommt, weil jeder sagt, okay, ich muss jetzt den nächsten Track produzieren. Ja. Also Quantität mindert immer die Qualität. Dann meine These war ja auch, dass früher quasi wirklich die richtigen Musiknerds nur Musik produziert haben, die so richtig lange sich hingesetzt haben und dadurch dann auch durchgestartet sind. Und jetzt kannst du ja Templates kaufen, da eine MIDI-Spur verändern und sagen, okay, das ist dein Track, aber das war Doing so weißt du. Egal, Musik ist ja jetzt keine, wie soll ich sagen, keine Metrik mehr dafür, was in deinem Seelenleben vorgeht bei den meisten, sondern es ist halt ein Mittel zum Zweck sozusagen, um Karriere zu machen, um nach vorne zu kommen. Ja. Das hat sich, glaube ich, groß geschiftet irgendwie auch. Deswegen bleibst du bei den 2000ern quasi. Genau, ja, das ist so die Zeit, Anfang 2000 gab's so eine sehr, sehr geile Techno-Zeit für mein Empfinden. Das war einfach sehr pure und straight, einfach sehr fokussiert. Wittekind und wie sie da alle hießen und so weiter. Genau, ja, Chris Liebings von Wittekind. Ja. Es gibt so viel verschiedene Acts, kann man jetzt gar nicht alle aufzählen. Aber natürlich, ja, genau, also die Musik ist limitiert, da kommt nichts mehr Neues nach und irgendwann hast du auf jeden Fall gefühlt alles einmal durchgedickt, so aus den Jahren 2000 bis 2003 so. Und dann danach kam dann so eine Tribal-Techno-Zeit, so aus der Zeit habe ich auch super viel Tracks. Das war halt alles so 140 bis 144 BPM rum. Ist dann so DJ Rush oder? Ja, bei DJ Rush hat auf jeden Fall auch in der Zeit auch schon so diesen Sound gespielt, aber DJ Rush hat, glaube ich, dann so ab 2007, 2008 mit seinem Label dann so diese nächste härtere Techno-Welle geprägt. So. Und das war dann quasi das, was als erstes als Hard-Techno bezeichnet wurde. Was dann so dieser Slam-mäßige Sound auch war, ne? Also eher so stampfig irgendwie geworden ist, oder? Stampfig, so ein furchtbares Wort. Für mich ist es irgendwie so Slam-Techno, ist für mich so Stampf-Techno irgendwie. Also das hat dann so dieses... Tatsächlich, ich kenne die ganze Diskografie von Slam nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Aber die sind immer dabei geblieben, sind ja auch schon 80 beide, ne? Auf jeden Fall. Einzeln, jeder für sich. Ja, genau. Meine Frage ist tatsächlich, wie dickst du Tracks noch? Also gehst du auf Soundcloud, gehst du auf Bandcamp, gehst du Platten shoppen manchmal irgendwo? Auf Discogs, ja. Also gerade aus der Zeit gibt's halt Tracks, die es nicht auf Beatport gibt oder auf Spotify und die gibt's White-Label-Platten auch. Ja, genau. Oder sie wurden einfach nie dann digital halt in den Vertrieb reingenommen. Ja. Deswegen dicke ich dann schon auf Discogs nach den Jahren und guck, was ich da so finde. Ansonsten, genau, gucke ich im Beatport, gucke ich einfach die kompletten Labels durch. Ja. Oder wenn ich einen Künstler finde, ja, ich denke, so macht die es halt auch. Ich finde es immer wieder spannend bei YouTube, weil bei YouTube findest du so viele Tracks, die jemand mal von der Vinyl digitalisiert hat, die du halt nirgendwo finden wirst. Einfach. Auf jeden Fall, ja, genau. Ja, der YouTube-Algorithmus ist manchmal auch tatsächlich hilfreich, definitiv. Das ist gut, dass du gerade das Thema Algorithmus ansprichst. Das wollte ich nämlich in Bezug mit dem Diggen auch mal so ein bisschen besprechen. Früher gab es ja diesen Algorithmus nicht und ich komme auch noch aus einer Zeit, wo ich Musik gedickt habe, wo ich irgendwie schneller das Gefühl hatte, in Rabbit Hole zu kommen, also auf ein Label zu kommen und dann wirklich ein Label, was damit zu tun hat und so dieses wie so auf Wikipedia, du klickst dich von einem Artikel zum nächsten. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt irgendwie schwieriger möglich, weil der Algorithmus, vor allem auf Spotify, Discogs hat einen Algorithmus tatsächlich, was dir vorgeschlagen wird. Ja, krass. Und es gibt jetzt auch eine Plattform, die quasi auf den Discogs-Katalog zugreift, aber ohne den KI-Algorithmus sozusagen. Die Frage ist, siehst du das als Chance eigentlich, dann jetzt noch mehr zu diggen? Weil alle sind ja von dem Algorithmus irgendwie so beeinflusst sozusagen und kriegen ja nur noch dieses selbstreferenzielle System, sich immer wieder Sachen vorgeschlagen, die zueinander passen. Also ist das eher eine Chance, dann irgendwie dahinter zu dingen oder macht das eigentlich die Hörer so ein bisschen kaputt? Also die Hörerschaft, weil man ja immer das Gleiche sozusagen hören will. Ja, ich meine, der Algorithmus ändert sich ja wahrscheinlich auch für jede Person so ein bisschen. Im besten Fall, ja, es ist... Das stelle ich nämlich manchmal in Frage tatsächlich, ob der Algorithmus sich so krass ändert oder ob er so die größten gemeinsamen Nenner abbildet eigentlich und das auch vorschlägt. Ist vielleicht unterschiedlich von Plattform zu Plattform. Also ich meine, ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass der YouTube-Algorithmus schon sehr spezifisch ist irgendwie. Also wenn ich eine Woche lang nach 90er Jahre Trance digge, dann zeigt er mir halt irgendwie auch mal einen Trance-Track an. Ich glaube nicht, dass der wahrscheinlich auf eurer Startseite landet. Ja, oder so. Ja, fair. Manchmal zeigt er mir auch irgendwie so 20 Aufrufe-Videos an. Ja, genau. Ganz random. Genau, also das ist auf jeden Fall eine Chance.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, Eigeninitiative ist immer das, was am wertvollsten ist und wahrscheinlich auch am langfristigsten ist so. Aber ich glaube, der Zahn der Zeit ist wahrscheinlich, dass man irgendwie teils sich die Arbeit von einem Algorithmus abnehmen lässt. Und ich glaube, letztendlich kommt es dann darauf an, wie man den Computer nutzt nach wie vor. Ich glaube, das wird immer so sein, zumindest die nächsten Jahre. Egal wie weit KI ist, es kommt immer darauf an, wie nutzt du KI oder Algorithmen einfach. So. Ja. Wenn wir vom jetzt nochmal zurückgehen, also vielleicht ein Thema DJing, kann ja vielleicht ganz interessant sein. Was würdest du sagen? Was hat sich so verändert beim Auflegen? Wie legst du auf? Wie haben das vielleicht deine Idole vor 10, 15 Jahren gemacht? Wie ist da die Veränderung wahrzunehmen aus deiner Sicht? Ja, das ist eine die Sets vielleicht, gute Frage auf jeden Fall, ja. Also dadurch, dass die Zeit sich natürlich geändert hatte und die Leute heute natürlich eher so konditioniert sind, dass nach einer kurzen Zeit wieder was Neues passiert, sind natürlich, glaube ich, die Sets heute gerade auf größeren Events sehr, sehr drop-lastig. Weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnimmt, aber ja. Könnte man so sagen. Ja. Genau, also irgendwie alle 1-2 Minuten neuer Drop. So, das heißt, das Prinzip gab es ja eigentlich im EDM schon vor 10 Jahren, ja, weil im EDM-Bereich schon vor 10 Jahren die Leute schon so konditioniert waren, im Techno-Bereich halt nicht. Jetzt ist es halt so, dass im Techno-Bereich auch die Leute langsam so, zumindest auf diesen großen Events. Natürlich, es gibt immer noch eine Subkultur, wo Leute sich wahrscheinlich auch 1 Stunde Ambient geben und sagen, das war geil. So, aber ich rede jetzt von den Mainstreamerigen Techno-Events auf jeden Fall. Und das ist halt bei dem Oldschool-Techno halt das komplette Gegenteil, weil das eben, die Tracks die waren so produziert, dass du einfach wenn du das mixst miteinander, einfach 1-2 Stunden lang einfach einen Flow durch das Set hast. Ja. Und ich liebe das einfach. Das ist auch das, was dich quasi am Tanzen hält. Weil wenn du halt irgendwie. Was eigentlich Techno auch ausmacht, oder? Also diese Hypnose so ein bisschen. Genau, dieses Treibende. Also ich verstehe, dass das nicht für jeden was ist. Und ich sage mal auch Leute, die quasi neu an Techno rangeraten werden sich so ein Set anhören und sagen, das klingt alles gleich. Was eigentlich das größte Kompliment ist, weil wenn ein DJ schafft, quasi einen homogenen Sound zu fahren, eine rote Linie da drin zu haben, das ist ja viel, viel aufwendiger, quasi die Tracks genauso auszuwählen, dass sie alle zusammenpassen, als immer einen Track an einen anderen zu reihen. Mit einer riesen Break und so. Ich persönlich finde also mein Ansatz war tatsächlich eben immer nicht den homogenen Sound zu fahren, weil ich auch so ein ADHS-Kind irgendwie bin, dass ich ständig irgendwie was anderes brauche. Ich finde nur dieses Aneinanderreihen von Tracks, das sollte trotzdem nicht random sein, wenn man eine Spannungskurve aufbauen will. Das ist das, was ich irgendwie so kritisiere. Es fühlt sich halt nur so random an, dass das so Banger after Banger ist, aber du kannst auch genauso mit drop-lastigen Tracks und dann auch mal wieder was Homogenes und dann auch mal einen Genrewechsel oder so, kannst du super diverse Sets bauen. Also keine Ahnung, Trim macht das mittlerweile immer noch eigentlich. I-Head Models, so, das sind super diverse Sets und ich finde den Ansatz eigentlich spannend. Das Einzige, was ich an diesem drop-lastigen Techno so kritisiere persönlich, ist, dass auch da durch die Quantität die Qualität abnimmt. Also, dass sich keiner die Mühe macht, sich hinzusetzen und zu sagen, hey, es geht, aber es geht ja auch mit mehr Seele. So, es geht mit mehr Tiefgang in dieser Genau, du überlegst dir quasi, wie soll der Drop einfach klingen, damit alle die Hände hoch machen. So, genau. Das ist die Kernidee. Genau, und manchmal kannst du aber auch halt 2-3 Tracks spielen, die kurz mal davon wegführen, die aber trotzdem eine Härte haben, schranzig sind und dann wieder zu so einem drop-lastigen Track hin. Auf jeden Fall. Und ich finde, das geht oft schief einfach. Das ist das Einzige daran. So. Ja, genau. Und das ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Das kann man jetzt auch nicht irgendwie eben DJ ankreiden. So, das ist ein bisschen der Zeit geschuldet. Und weil das natürlich, was in der Zeit passiert, dich dann auch wieder inspiriert oder beeinflusst. So. Und so trägt sich das dann immer weiter. Deswegen verstehe ich auch, dass es jetzt diese Sets, wo einfach irgendwie 2 Stunden lang so ein Flow durchgibt, eher weniger heutzutage gibt. So, ich verstehe das total. Das ist auch keine Kritik in der Form, nur so, das ist das, was ich liebe. So, natürlich spiele ich auch Drops, so. Ich versuche natürlich auch irgendwie da einfach eine Mitte zu finden, so. Ich mag es auch mal, wenn es auch mal einen Drop gibt, irgendwie nach ein paar Minuten. Aber vielleicht halt nicht jede Minute. Jamst du eher oder hast du eine Tracklist auf Gigs? Nee, ich weiß nie, was ich spiele. Ja. Echt? Ja, krass, okay. Auf keinen Fall. Also wie macht man das dann auf so großen Events? Kannst du dann den Raum überhaupt lesen oder flowst du einfach für dich und das transferiert sich dann sozusagen nach außen?
Weil ein guter DJ, sagt man ja immer so, spielt nicht die Musik, der spielt die Leute. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann man, über das Thema kann man, glaube ich, sehr lang philosophieren. Ich glaube, es kommt sehr auf die Umgebung an. Ist es ein geschlossener Raum? Ist es ein offener Raum? Wer spielt vor dir? Wer spielt nach dir auch? Weil je nachdem, wer nach dir und vor dir spielt, sind es vielleicht Künstlerinnen, die bekannter als du sind, dann hast du auf jeden Fall schon mehr Leute auf dem Dancefloor, die dich vielleicht nicht kennen, ja. Und dann bringt es nichts mehr, die Crowd zu lesen, weil du hast ja quasi in deiner Musikauswahl, du hast ja nur einen begrenzten Teil, den du spielen kannst, ja. Und du kannst jetzt nicht sagen, ich weiß, aber nach mir spielt die Person, die spielt einen ganz anderen Sound. Also du kannst ja nur das machen, was in deinem Rahmen möglich ist. Ja. Deswegen kommt es halt extrem auf das Event an. Und ich glaube, bei mir fängt es da an, dass ich sehr genau überlege, auf welchen Events ich spiele und wer vor und nach mir spielt. Und wenn ich da nicht reinpasse, sage ich einfach, das spiele ich da nicht. Es ist mir egal, was die Gage ist oder sonst irgendwas. Ich versuche einfach fast nur Gigs zu spielen, wo ich wirklich reinpasse. Ja. Und dann ist dieses Crowd-Lesen auch wieder nicht so eine Herausforderung, weil du weißt, da sind auch viele Leute da, die Bock auf deinen Sound haben. So. Da haben wir uns auch mal privat drüber unterhalten, dass quasi voll schwer eigentlich ist, wenn du jetzt auf einer, also jetzt mittlerweile nicht mehr, aber wenn du auf einer Trance, wenn vor dir irgendjemand Trance spielt oder so übelst die einen As-5, Asher-Hits so ballert, weißt du, dann brauchst du halt nicht minimalistisch anfangen, weißt du, weil dann denken die Leute auch, ist ja langweilig, wer ist denn der Typ da vorne? So. Absolut. So, und deswegen ist natürlich das Veranstalten und der Timetable essentiell wichtig, ne, gerade für diese Musikrichtung. Es ist alles. Also für die Leute und für den Act, ja. Ja, für das Verständnis. Cool, sorry, deswegen haben ja richtig viele DJs für sich beschlossen, jetzt so, wenn ich nicht weiß, wie ich reingehen soll, dann mache ich einfach einen richtig harten Cut und gehe direkt mit 160 BPM aufs Maul rein. Ja. So. Das ist halt der Lösungsansatz daran dann. Ja. Aber gut, ich habe noch mehr Fragen vorbereitet. Ich habe aber noch da anschließend. Ja, okay, dann geh noch rein. Weil wir haben uns gerade über Musik unterhalten, vielleicht auch, wie gerade der aktuelle Zahn der Zeit ist. Wie ist das mit deinen Produktionen? Also, du hast jetzt, ich habe vorhin noch mal geschaut, auf deinem Spotify, sehr bescheidene Zahlen, Toter Schmetterling, 6 Millionen, da nochmal 8 Millionen rumliegen, da nochmal ein Fünfer. Also da summiert sich schon. Dem habe ich auch 2 Tage später nach seinem Release, hast du gleich 1, was Millionen schon gehabt, ob er Fieber hat, ob er gerade alles mitbekommt. Also wirklich, weil es totaler Wahnsinn ist. Wie gehst du daran, also erstmal, wie hast du diese Formel für dich gefunden? Weil, also jeder kann ja mal so ein One-Hit vielleicht mal so schaffen, weil er auf der Tastatur eingepennt ist. Aber wenn man das 15 Mal macht, dann ist irgendwas anders. Wie ist da deine Formel zum einen und vielleicht wie hat sich das in deinen Produktionen verändert? Weil früher waren deine Tracks ja auch noch länger, ist mir zum Beispiel aufgefallen. Bei mir auch, aber ja. Meine Tracks sind eigentlich immer noch ähnlich lang. Also auf Spotify schneide ich das Intro und das Outro weg, weil das ja quasi nur für die DJs zu mixen ist. Ja, okay. Aber sonst ist es trotzdem noch um die 5-6 Minuten rum eigentlich so. Okay. Muss jetzt aber auch nicht, also ich glaube, es kommt auf den Flow von dem Track an einfach. Ja, ich weiß nicht, also ich versuche einfach in jedem Track, also ich mache den Track erst fertig, wenn ich merke, der macht wirklich was mit mir. Also wirklich emotional, dass ich das höre und da sitze und das geht durch den ganzen Körper. Ja. So. Und ich glaube, wenn du das schaffst, bei dir selber so eine richtige Emotion auszulösen, kannst du das vielleicht auch bei anderen Leuten machen. Ja, natürlich nicht immer so, aber nicht bei jedem, weil nicht jeder das genauso fühlt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, ja. Absolut, ja, aber genau, es gibt halt Tracks, machst du einfach fertig, die sind gut produziert, das ist gut arrangiert, aber da fehlt vielleicht so einfach so ein bisschen diese Magie drin. Das ist auch okay, so einen Track fertig zu machen, ja. Aber ich weiß nicht, mir fällt es schwer einfach und deswegen release ich halt eher weniger, auch zeitbedingt. Das sorgt aber dann dafür, dass der Hype immer sehr groß ist. Also man sagt ja, so willst du gelten, mach dich selten und tatsächlich. Ja, das kann aber auch total nach hinten losgehen. Ja. Also das habe ich auch schon bei irgendwie so, also bei, weiß ich nicht, irgendwie bei so Popstars. Ich vergleiche mich jetzt nicht mit Popstars oder Techno, aber generell in den Pop-Bereich, glaube ich, wenn dann mal ein Künstler Erfolg hat, dann warten die irgendwann, bis das nächste Release kommt. Und wenn du dann verkackst,
dann sagen alle, das klingt jetzt ganz anders oder das ist nicht so, wie ich es erwartet habe. Weil umso länger du wartest, desto dann jeder sagt, alles klar, jetzt muss endlich was kommen und dann entstehen Erwartungen. Und sobald du Erwartungen hast, ist es schwieriger. Kann ich voll nachvollziehen. Also kenne ich die Situation. Das war bei mir so, nach dem Hit-Track kam danach die extreme Erwartungshaltung und dann hast du versucht, irgendwie immer das so nicht nachzumachen. Ich habe eigentlich versucht, einen ganz anderen Ansatz, immer was Neues zu machen, sozusagen, aber die Leute wollten nicht immer was Neues, sondern die wollten schon was näher dran ist. Also deswegen kann ich gut nachempfinden, das Ganze. Aber für mich ist die Frage so, weil Lukas nach der Formel gefragt hat, ich finde es super kontraintuitiv in der Zeit, in der wir so Dopamin triggern wollen auf Social Media und Musik ist ravey und so weiter. Die Welt draußen ist scheiße, aber wir machen hier irgendwie alles bunt im Internet und so, damit wir uns ablenken können. Ich finde es total bemerkenswert, dass du schaffst, in dieser Zeit mit Tracks, die Weltschmerz heißen und Weltschmerz eigentlich kanalisieren, dann trotzdem die Leute halt so da ranzuführen tatsächlich. Wie kannst du dir das erklären? Weil eigentlich es ist super kontraintuitiv zu allem anderen, was stattfindet. Ich finde, Techno hat ja nicht mehr diese melancholische Ebene, außer bei dir. Bei dir funktioniert das voll und es funktioniert auch für den Mainstream. Ich weiß es nicht. Ja, du hast auf jeden Fall recht. So der jetzige Trend, gerade so mit Trance und so, ist ja sehr, sehr happy und das ist auch total logisch nach irgendwie. Also nicht nur Trance, auch Hard Techno ist ja auch. Also selbst dieser droplastige Techno, der ist jetzt nicht happy, aber dem fehlt der Pathos. Der Tiefe, ja. Genau, auf jeden Fall. Es ist eher, der Hard Techno ist eher aggressiv, aber genau, also diese Melancholie ist auf jeden Fall nicht drin. Ja, das stimmt, ja. Ich weiß nicht, also ich kann das eigentlich nur anhand der Nachrichten, die mich erreichen, so ein bisschen ableiten, dass die Leute einfach in Zeiten, in denen es ihnen nicht so gut geht, diese Musik hören und die Musik, wenn die Musik quasi emotional ist, sie dann damit emotional einfach das, was in ihrem Leben passiert, verbinden. Ja, und sich verstanden fühlen, ne? Ja. Es bietet einen Raum, wo man verstanden wird, ja. Genau, weil es einfach eine Emotion irgendwie auslöst und ich glaube, wenn man das macht, bekommen die Tracks einfach eine tiefere Bedeutung für die Menschen. Und das heißt, die Tracks haben auch für dich eine tiefere Bedeutung. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Ereignisse aus meinem Leben direkt in die Tracks reinpacke, aber ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht habe ich in mir drin einfach eine melancholische Seite, oder also ich weiß nicht, oft packe ich auch einfach in die Tracks, gerade während Corona, das, was ich irgendwie so in der Welt empfinde oder so. Also diese Zeit war ja so erdrückend von der Stimmung einfach. Ja. Egal, wo du Radio oder Fernseher angemacht hast oder Social Media. Es war so erdrückend und alle Tracks, die ich in der Zeit gemacht habe, waren auch so erdrückend. Ja. Und ich glaube, das ist einfach so, ja, das, was irgendwie so aus mir rauskommt einfach. Ja. Auch wenn es mir jetzt nicht unbedingt schlecht geht. Also tatsächlich, wenn es mir schlecht geht, kann ich gar nicht so gut Musik machen. Ja, also du gehst nicht mit dem Gefühl hin und sagst, ey, heute mache ich einen übelsten Herzschmerz-Song, sondern du setzt dich einfach hin und dann kanalisierst du, was irgendwie aus dem Unterbewusstsein rauskommt. Ich fange an rumzuspielen an den Synthesizern und spiele irgendwie ein bisschen an den Melodien, soweit mir das möglich ist in meinen nicht musikalischen Skills. Einfach Scale anmachen bei Ableton, dann ist der kleine Lifehack. Das habe ich schon öfter probiert, aber ich kann es damit irgendwie nicht. Echt? Ich auch nicht, tatsächlich überhaupt nicht. Also sagt mir Ferdi meint ja auch so, er kann irgendwie, er hat von Tonleitern, keine Ahnung, er platziert das einfach nur nach Gefühl. So. Ja, genau. Also es braucht aber auch ewig, bis ich dann mal eine komplexere Melodie dann habe, auf jeden Fall, weil ich ständig falsche Töne drücke oder dann, weil ich höre in meinem Kopf, welcher Ton kommen müsste, aber bis ich den dann finde auf der Klaviatur oder gerade bei Akkorden, das ist ja dann noch komplizierter für mich als Laien, dauert's ewig, aber du hast die vorher schon im Kopf die ganze Zeit, ne? Und dann immer dieses genau, irgendwann kommt so eine Melodie, wie sie ungefähr klingen könnte, ja. Aber sobald ich eigentlich wirklich irgendwas
Dramatisches einspiele, ist dann der Moment, wo ich anfange, was zu empfinden. Einfach. Ja, bei mir ist es immer so Top-Syn, vielleicht noch einen zweiten mit noch einem Pad dazu und dann die böse Bassline schön loopen. Und die böse Bassline. Ja, ist so. So war das bei Schmerz. Ich weiß noch, da habe ich dir bei den ersten Entwurf habe ich dir geschickt und meint, Digga, mach doch mal eine ordentliche Melodie, die ein bisschen länger geht, irgendwie über 16 Takte und nicht bloß 4 irgendwie Arpeggiator anschmeißen. Und dann habe ich wegen ihm die erste komplexere Melodie geschrieben und ist übrigens auch mein Lieblings. Also ja, das war auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr schön. Geworden, ja. Geil. Nächstes Thema. Hast du noch was am Start? Ich habe noch was am Start. Hast du uns was mitgebracht? Eigentlich? Nein, ich wollte dich gestern noch mal dran erinnern, ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen, sorry. Es tut mir sehr leid. Da habe ich gesagt, wir machen einfach, drucken uns ein Foto aus und machen mehr von diesen Kuko-Ständern. Da oben ist das Kuko mit seinem Jahr und da ist das Pedal von Johannes und dann holen wir das quasi so ein bisschen nach. Ja, was vielleicht noch interessant ist, oder du musst noch mal wiederkommen und dann musst du 2 Sachen mitbringen. Auch sehr gerne. 2 Kästen Bier vielleicht. Ja. Okay. Ja, wenn du dann wieder säufst zu meinem 30. Geburtstag dann. Ja. Wie ist denn das entstanden mit deinen Kooperationen? Also beispielsweise, ich habe mir Oberno aufgeschrieben, Flawless Issues und Sand, wie auch immer. Genau, ja, also die erste war ja mit Flawless Issues und es war so eine Zeit, wo ich total viel Post-Punk gehört habe und er war da einfach einer der Künstler, die ich am meisten gehört habe. Und dann das war auch wegen Corona, oder? Das hat auch voll gepasst eigentlich, oder? Genau, Deine Angst, ja, die Warn's, die erdrückt mich, ja. Das war... Aber wir haben uns halt auch nicht hingesetzt, haben gesagt, ey, warte mal, lass mal irgendwas für Corona schaffen. Aber dann haben wir den Text geschrieben und dann dachte ich mir so, Alter, das passt ja eigentlich total auf diese Zeit. Aber es war nicht, manchmal geht das ganz einfach, ne? Es hat einfach so passiert, ja. Aber genau, ich habe Postpunk gehört und dann dachte ich aber so, in meinem Kopf war so, okay, Postpunk, die, das sind halt oft Künstler, die gehen mit einer Band auf Tour oder so, die halten wahrscheinlich von elektronischen Producern nicht so viel. Ist ja oft so, dass Leute, die mit einer Band auf einer Bühne stehen, sagen, das war ein DJ oder so. Das Piepe, was will denn der hier? So genau, richtig, ja. Und da habe ich ein bisschen so die Angst gehabt. Dann habe ich mich nicht getraut, ihm zu schreiben. Echt? Ja. Hab dann aber in meine Story geschrieben, ist hier irgendein Post-Punk-Künstler und dann hat er mir nach 15 Minuten geschrieben. Ja, okay, nice. geil. Dann sollte es sein, auf jeden Fall. Und dann dachte ich so, Alter, ich feiere deine Musik. Und dann habe ich sofort die Story rausgenommen. Ich so, okay, lass Track machen. Ja. Und wie ist das entstanden? Also wie ist da der Prozess? Habt ihr euch dann bei dir da eingeschlossen in der Kammer? Genau, also ich wusste dann, dass er Bock hat. Ich meine, er kommt ja irgendwie da aus Stuttgart, da die Ecke. Das heißt, schon wieder aus dem Süden. Genau, ja. Es war jetzt dann erstmal klar, dass er jetzt nicht so zeitnah sofort auf der Matte steht. Dann habe ich irgendwie eine Synthline gemacht. Die habe ich ihm dann geschickt, damit er schon mal so ein Gefühl dafür bekommt. Und dann ist er nach Berlin gekommen, dann haben wir zusammen an dem Text geschrieben. So. Okay, geil. Und genau, und dann haben wir mal die erste Runde aufgenommen und dann kam er nochmal und dann haben wir es fertig geschrieben sozusagen. Also war das relativ unkompliziert auch, also ging das einfacher von der Hand als eher das Gegenteil? Ja, auf jeden Fall, genau. Also die größte Hürde war eigentlich eher das Abmachen, dass er Zeit hat und dass er nach Berlin kommt und so weiter. Das war eigentlich die größte Hürde. Aber so vom Prozess her war das super angenehm auf jeden Fall. Ja. Und gibt's da in Zukunft noch mehr Kooperationen? Kommt dieses Jahr noch was raus oder bist du total dem Tourstress und deiner Arbeit erlegen? Weil das stelle ich mir auch ziemlich schwer vor. Wenn wir telefonieren, dann immer bloß bis wir am Flughafen oder irgendwas am machen. Ja, also aktuell habe ich jetzt gerade keinen Track, der irgendwie in der Mache ist, weil ich gerade einfach nicht dazu komme. Jetzt weinen gerade hier alle bei Minute 52, ja. Meine Frage war auch so, wann kommt der nächste Release? Also mir blutet auch immer das Herz, wenn länger nichts kommt, so dass jetzt Toter Schmetterling erst irgendwie ein paar Monate alt ist, das fühlt sich jetzt gerade noch so okay an, aber nach die Welt brennt war halt die Gap. Richtig lange Pause, ne? Sehr, 1,5 Jahre oder so? 1,5 Jahre, ja, genau. Und das hat mir wirklich im Herz wehgetan, keine neue Musik machen zu können, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Wenn ich ins Studio war. Du warst noch nicht zufrieden dann damit? Ich wusste, ich habe nicht lang genug Zeit, um jetzt was zu kreieren, was die gleiche Tiefe wie die Welt brennt hat. Ja. So, weil du schreibst eine Melodie, den du dann hersteckst, dann kam Obernauer, wir haben irgendwie einen Text geschrieben, ja, der auch so tief geht und dann denkst du so, okay, was mache ich jetzt danach? Ja. Also das, was du halt auch, das Gefühl, was du halt auch hattest, ja, mit deinem Track. So. Die Frage passend dazu, hast du Selbstzweifel manchmal?
Also beim Produzieren, davor, dazwischen irgendwo? Ja, ich Selbstzweifel ist mein zweites Hobby. Ja, stark. Also, wie überwindest du das? Weil irgendwie muss es ja trotzdem dann den Moment geben, wo du sagst, ich lege mich jetzt aber darauf fest und ich treffe jetzt eine Entscheidung. Ja, man hat ja irgendwie keine Wahl. Also die andere Wahl ist ja nur, dann nichts zu machen. Ja. Und also beim Produzieren bleibe ich einfach so lange dran, bis es wirklich, wo ich persönlich sage, okay, mit mir macht das was. Ich habe das Gefühl, ich habe mich hier irgendwie in dem Track ein bisschen weiterentwickelt. Und ob es die Leute jetzt annehmen, ist dann die andere Sache, aber mir bedeutet das jetzt was. Ja. Und so gehe ich das eigentlich bei allem an. Einfach, wenn ich weiß, okay, so wie ich das mache, sei es jetzt die Events oder den Track produzieren, das bedeutet was, ich weiß, ich habe hier all meine Gedanken, all mein Herz hier reingesteckt, dann das ist das, wo ich dann den Selbstzweifel versuche einfach zu überwinden. So. Ja, also wenn du weißt, es ist ehrliche Kunst einfach und es kommt von Herzen und es genau, dass es von Herzen kommt. Also versuchst dich selbst zuerst zu beeindrucken auch irgendwie. Ja, das ist eigentlich sehr gut gewordet, tatsächlich, ja. Das ist sehr gut gewordet, ja. Wie kam es denn zu dem Musikvideo von Toter Schmetterling? Weil, also da will ich ein bisschen auf deine Fankultur und so eingehen. Das fand ich auch ziemlich krass. Also. Wie meinst du den Bezug auf die Fankultur? Na, die da drin ist, also erstmal schöne Grüße. Du hast mir auch geschrieben, irgendwie, dass Micha und ich die Lieblingskünstler sind. Ach so, also, ja. Und dann war sie da im Musikvideo von Toter Schmetterling. Ja. Ja, wie kam es dazu? Ja, genau, also das Verrückte ist, dass ich wirklich das ganze Jahr über Menschen immer wieder auf Events sehe und natürlich kommst du dann halt auch mit dem einen oder anderen ins Gespräch und ja, genau, sie ist auf jeden Fall auch eine der Menschen, die ich halt kennengelernt habe auf diesem Weg und genau, sie hat eben schon immer ich habe bei ihr ja schon immer gemerkt, dass sie einfach diese Musik extrem fühlt. So, es gibt halt Menschen, die das so einfach zum Feiern konsumieren, und es gibt Menschen, wo du einfach merkst, die geht unter die Haut, ja. Die leben das einfach. Ja. Und sie ist da einer der Menschen so und wir haben uns immer gut verstanden, wenn wir uns halt gesehen haben. Und genau, ich wollte eigentlich einfach ein Video kreieren, was was einfach das ein bisschen verbildlicht, was in diesem Track passiert. Auch wenn das jetzt keine Story ist, die aus meinem Leben jetzt, also gerade. Wäre auch zu privat dann. Gerade der Fall ist. Ja. Aber genau, ich wollte einfach ein Video kreieren, was halt eben diese Emotionalität auch wiederbringt. Und dann habe ich halt überlegt, okay, mit wem kann ich das machen? Es geht ja um Erinnerungen. Ja. Und ich wusste einfach, wenn wir dann diesen Track laufen lassen und irgendwie halt dieses Video filmen, so dass es einfach echt rüberkommt, weil die Emotionen halt auch irgendwie echt sind. Ja, okay, ja. Sehr, 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 sehr geil. Also du hast schon auch viele Fans, die auch zu mehreren Outwards oder All Night Longs mitkommen, oder? Also ja, das ist verrückt. Also die reisen teilweise wirklich nicht nur innerhalb Deutschland oder Europa, sondern auch weiter weg. Ja, also das ist wirklich verrückt, ja. Ich habe Leute schon in Miami getroffen oder sind dahin geflogen. Ja. Junge. Ich hab dann passt das, war gut. Ich habe eine Frage an den Prominenten. Ja. So, jetzt mal welchen Problem? An dich. So, also das drückt ja wirklich einfach, für mich ist das Prominenz. So, die Leute reisen dir hinterher, du bist wie die Beatles. So. Das war im Ernst. So. Nicht komplett wie die Beatles, aber ja, deswegen, es gibt bei Baywatch Berlin, das ist ein Podcast, den wir beide gerne hören, gibt's immer diese Frage an den Prominenten, weil man ja als Außenstehender, als 0815 Mensch, hat man ja dieses, kann man das ja irgendwie nicht so ganz nachempfinden, so wie das ist, in deine Haut zu stecken, so. Und meine Frage an den Prominenten ist einfach so, in welchen Momenten hast du mal von den Vorzügen der Prominenz gerne Gebrauch gemacht? Ah ja, die Frage habe ich schon gehört. Und wann war es dir unangenehm auch, dass du prominent bist? Also vielleicht aber erstmal das Erste, wann hast du so dir gedacht, so okay, also das nehme ich jetzt mit, so? Fällt mir jetzt mal auf das erste Überlegen ehrlich gesagt nichts ein, weil sich das auch extrem falsch anfühlt, irgendwie sowas auszunutzen. Also, dass ich das bewusst ausgenutzt habe, fällt mir ehrlich nichts ein. Wirklich. Dann die Frage tatsächlich, wann war es dir eher unangenehm, dass du jetzt
der Elefant im Raum bist. So, dass die Augen nur auf dich gerichtet sind. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du auf irgendein Event gehst, man erkennt dich ja so. Ja, also unangenehm ist halt auch jetzt ein extremes Wort. Ich weiß nicht. Es kann so ausarten, ne? So eher. Also ich weiß nicht, ich hatte einmal eine Situation, dass ich im H&M gerade zufällig in der Frauenunterwäscheabteilung stand. So, ja. Und dann Diese halt Storys wollen wir. Und dann halt zwei Girls kamen und sagen, hey, können wir ein Foto machen? So. Geil. Oder jetzt am Wochenende war gerade so, ich habe mir gerade am Flughafen bei McDonald's so eine Apfeltasche geholt und habe die so im Mund. Und dann kommt halt, währenddem ich halt die Apfeltasche so im Mund habe, kommt so ein Typ und sagt, hey, können wir ein Foto machen? Und ich so, ja. Aber dann versuchst du professionell zu wirken oder einfach nah, also so mit. Nee, ich sag dann so, ja, klar, und dann überleg ich so, okay, was mache ich jetzt mit der Apfeltasche, dass die nicht auf dem Foto ist? So. Und dann habe ich hier noch Apfel am Mund oder so. Das sind halt so Momente, wo du irgendwie, wo du, sag ich, nicht unangenehm so, nerv mich jetzt nicht, sondern so, es ist halt gerade so eine Situation, ich habe jetzt gerade Essen im Mund. Ich will jetzt nicht irgendwie hier ein Foto mit dir machen, wo irgendwie noch Essen um meinen Mund herum ist. Wie oft kommt es vor, dass es dich dann so aus deinem Film rausreißt? Du meinst jetzt in so privaten... Ja, oder generell beim Traveln. Also frag, wie oft wirst du erkannt? Ja, das klingt so dumm, wenn man sagt. Ja, aber jeden Tag, oder? Ich glaube, bewusst gerade ein bisschen einbauen. Ja, wenn ich draußen bin, passiert es schon öfter so. Aber wie gesagt, ich freue mich auch immer und eigentlich ist es auch cool, mit den Leuten mal zu quatschen in nicht lauten Kontext. So. Ja. Wenn es nicht gerade auf einem Event ist und vor dem Gig oder so. Voll, weil es ist dann auch voll persönlich auf jeden Fall. Also ich freue mich immer und mir ist das lieber, als wenn dann irgendwie 3 Leute mich dann so anstarren und dann so du merkst. Tätscheln, so wie auf dem Dorf früher da. Und die dann sagen, ist er das jetzt oder nicht? Und du hörst es schon so. Ja. Da ist mir lieber, wenn die dann einfach auf mich zukommen und dann einfach fragen, hey, bist du oder nicht? Okay. Aber wie gesagt, also es ist jetzt nicht nervig oder so. Okay, und wenn wir mal deine komplette Karriere mal zusammenfassen, was würdest du sagen, sind so die Schattenseiten, die jetzt dieser Erfolg, der ist ja nun mal Erfolg, mit sich gebracht hat? Vermisst du vielleicht irgendwas? Was ist der Micha von vor 5 Jahren irgendwie glücklicher oder bist du jetzt glücklicher? Wahrscheinlich so ein bisschen diese Leichtigkeit, weil ich jetzt einfach einfach dadurch, dass ich mich jetzt so involviere in alles, was ich mache. Also damals war es so, okay, du spielst deine Gigs am Wochenende und unter der Woche produzierst du. Und jetzt ist so, ich kümmere mich irgendwie um 5 Events gleichzeitig mit insgesamt 20.000 Menschen, die irgendwie da hinkommen und muss mir überlegen, dass jeder da ein gutes Erlebnis hat. Dann muss ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen troubleshooten. Also ich denke oder zerbreche mir meinen Kopf über so viel mehr Dinge, dass diese Leichtigkeit so ein bisschen von damals weg ist, aber das ist halt, also ich beschwere mich irgendwo. Nee, ich verstehe aber komplett, was du meinst. Mitkommt, so wenn man dann auf einmal CEO ist, so wenn man auf einmal Dinge überschwitzt gesagt viel mehr managen genau, muss. Du hast einfach viel mehr Verantwortung, ja. Aber du willst es ja auch, also du könntest ja auch voll der Hecht sein, der drauf scheißt und sagt, hier, das ist meine Produktionsfirma, ich bin Nico, bla bla bla, mach mir mal was Schönes da für die Leute. Aber du sagst ja, dass du sogar auf quasi auf Geld verzichtest, damit das Erlebnis schön wird. Und deswegen ist dir auch wichtig, dass diese ganze Logistik und so weiter funktioniert, ne? Und okay. Genau. Also das sind so die Schattenseiten, dass du mehr dich die ganze Zeit mit deinen Gedanken auseinandersetzen musst und vielleicht öfter erkannt wirst, vielleicht weniger Zeit für Privates. Eigentlich tatsächlich, ich glaube, die größte Schattenseite ist dadurch, dass ich so genau weiß, was ich machen will und wie ich es machen will für die Leute, mich extrem viel streiten muss ständig mit Menschen, um diese Dinge umzusetzen. Okay. Das ist tatsächlich, das ist das, was mich echt am meisten belastet, weil ich will wirklich einfach nur das Gute, also was Gutes für die Crowd und ein tolles Erlebnis kreieren und diese Dinge umzusetzen, sind einfach meistens mit Streit verbunden. Weil Veranstalter, also wenn es jetzt nicht um eine eigene Veranstaltung geht, das halt auch nicht gewohnt sind,
dass du da reinredest, so. Weil das mache ich halt auch, ja, bin ich ganz ehrlich. Ich kann jetzt nicht jedes Event so machen, wie ich mir das vorstelle, aber wenn ich weiß, ein Event hat Potenzial, richtig gut zu werden, dann schreibe ich dem Veranstalter ein paar Wochen vorher und sage, alles klar, wie wollt ihr die Bühnen bauen, wie wollt ihr das Licht machen, wie dies und jenes. Und das ist natürlich ein Veranstalter gar nicht gewohnt, weil es ist ja auch seine eigene Veranstaltung, fair enough. Aber mit der Erfahrung, die ich jetzt die letzten Jahre gesammelt habe, weiß ich manchmal einfach, was man noch verbessern könnte, um den Leuten ein gutes Erlebnis zu kreieren. Und da muss ich einfach mit sehr viel streiten. Also so Podest und sowas aufstellen beispielsweise, sowas, die halt nervig, ne? Ja, du stehst ja aber auch überall, also ich hab mir einen Vlog von dir angeguckt, du bist ja auch dann wirklich überall, du bist beim Tonmann, beim Licht, du hast überall nochmal so das Quality Management drauf. Genau, also ich reise auch mittlerweile, also bei den Gigs, wo ich weiß, dass wirklich eine komplexere Produktion steht, also Produktion für die Leute, die jetzt nicht so in der Materie drin sind, heißt einfach das ganze Bühnenkonzept, das Licht, das nennt sich Produktion. Nämlich immer meinen eigenen Light Operator mit, weil ich weiß, er kennt die Musik, er weiß, wie die Musik klingt und er weiß, wie man das Licht nutzt, so dass du nicht irgendwelche sich kreisenden Moving Heads hast, die einfach nicht zur Musik passen oder dass der Strobe irgendwie 10 Sekunden... Das finde ich so wichtig. Das finde ich so krass total wichtig, ja. Und das ist auch natürlich ein riesen Kostenfaktor, den ich aber einfach gerne selber trage, weil ich weiß, dass ich mehr Spaß habe und dass die Leute mehr Spaß haben, weil das Erlebnis einfach besser ist. So. Das macht das Erlebnis so krass viel besser. Ich habe tatsächlich früher Callback in der Grinsekatze mal für ein halbes Jahr das Licht gemacht. Geil. Und das waren die besten Nächte aller Zeiten, wirklich, weil ich genau mich ich hab die Wave gesehen, habe die CDJs gesehen, wusste genau, wann ich Strobo setze und ganz gezielt und mich hat das immer total abgefuckt, wenn dann andere das Licht gemacht haben und permanent Strobo reingespammt haben, permanent Nebel reingespammt haben. Was nicht zum Track gepasst hat, so oder wenn's so. Gar nicht gepasst hat oder einfach mal so, das hat mich ganz früher hat mich das in der roten Sonne genervt. Nicht jetzt, weil es die rote Sonne ist, sondern weil es ein Lichtkonzept ist, was in vielen Clubs ist. Aber immer wenn ich in der Sonne damals war, permanent die Lichter, die oben sind, die so durchlaufen, was zum homogenen Sound passt, was mir damals nicht gepasst hat, aber für mich war es damals immer so, Mann, wann kommt mal diese Sphäre, wo ich mal durchatmen kann, wo ich mal kurz Moment habe irgendwie. Ja, genau. Also das Licht macht sehr, sehr viel. Das ist meiner Meinung nach mindestens 30% von der kompletten Club-Erfahrung so. Mindestens, auf jeden Fall. Ja, Licht macht da ja auch immer. Hatte ich ja auch das Vergnügen bei der Outward, bei dem Gig, da habe ich dann hochgeguckt, also ich habe beim Closing gespielt und guck dann hoch und dann direkt gegenüber hat dann hier der aber ein Licht gemacht. Das muss ich sagen, das war einer der geilsten Momente, werde ich niemals vergessen. Ja. Aber Licht machen macht auch einfach Bock. Das ist so geil, weil du bist wirklich so dieser stille Controller eigentlich. Und du hast aber so viel Kontrolle auch über die Crowd, wenn du das mal merkst, also gerade bei einem größeren Event, wenn du das Licht mal in einem richtigen Moment kurz hell machst, gehen auf einmal die Hände hoch oder so. Das ist so krass, was Licht für eine Kontrolle über die Crowd hat. Ja. Und das darf man nicht unterschätzen. Und es gibt leider nicht so viele Light Operator, die zum einen dieses Bewusstsein dafür haben, wie viel Kontrolle sie über die Crowd haben. Und ich glaube, die paar Guten, die es gibt, die sind halt dann auch eben fest bei irgendwelchen Leuten. Und ja, deswegen da habe ich so viele Nerven dran verloren. Aber das ehrt dich ja irgendwie, also dass du die Nerven daran verlierst, damit die Leute eine gute User Experience haben. Ich persönlich finde, dass das halt so Symptom der Zeit ist, dass viele Promoter, viele Künstler, eigentlich so viele Menschen, die irgendwie an dieser Industry beteiligt sind, zwar schon irgendwie wollen, dass der Standard von der Party vielleicht gut ist und eine hohe Qualität irgendwie da ist, aber manchmal habe ich das Gefühl, so nicht aus der Verantwortung heraus eine gute User Experience zu schaffen, sondern die Zahlen müssen stimmen, der Zahlen müssen stimmen, der Club muss laufen, ich muss die Kuh melken, so solche Sachen, kapitalistische Gründe. Aber das ist auch wieder ein anderer Blickwinkel, den er hat, weil er ist ja nicht der Veranstalter, sondern der Künstler, wo die Leute extra 5.000 oder so da bei deiner zweiten... Ich finde, das ist aber bei Künstlern so, das ist bei Promotern so, und du bist ja Promoter und Künstler, also du machst ja selber die Partys und du machst auch die Kunst dahinter. Und also deswegen so, ist gar keine Frage. Davon sollte es mehr geben, auf jeden Fall. Genau, das ist gar keine Frage. So Feststellung irgendwie, ich finde, davon sollte es viel mehr geben, ja. In einer Wunschvorstellung auf jeden Fall. Es ist nun mal so nicht wirtschaftlich sich tragende Events zu machen, kann
also ich könnte das jetzt auch nicht jedes Wochenende machen. So, das kannst du natürlich nur machen, wenn du an anderer Stelle irgendwie auch was verdienst, wo du dann auch mal sagen kannst, okay, ist jetzt egal, wenn ich jetzt hier nichts verdiene. Und diese Situation hat natürlich auch nicht jeder. Und ich kann verstehen, dass jetzt nicht jeder Veranstalter sagt, ist jetzt egal, wenn ich jetzt hier mit 0 rausgehe. So, die müssen auch irgendwie, wenn die halt das hauptberuflich machen, müssen ja auch irgendwie ihre Miete bezahlen. Das verstehe ich schon. Gibt dann natürlich aber auch das andere Extrem, die sagen, nee, ich will das Maximale hier rausholen. Das ist auf jeden Fall das, was es definitiv zu viel gibt. So. Ja. Und ich finde auch gar nicht schlimm, dass es das viel gibt. Ich finde nur, also so, dass es das andere zu wenig gibt. Das ärgert mich manchmal so ein bisschen. Auf jeden Fall. Ja, man kann auch wirtschaftlich sich tragende Events machen, die trotzdem geil für die Leute sind. So, das geht auf jeden Fall. Aber du musst einfach dich hinsetzen, dich auch mit der Materie beschäftigen. Welche Lampen baust du auf dein Event? Wie sieht es einfach aus? Wie fühlt es sich an? Das kannst du auch mit weniger Geld auch erreichen. So, ich übertreibe gerne, so, das ist meine eigene Entscheidung. Das muss nicht jeder machen. Aber du musst dich einfach damit beschäftigen. Guck dir online an, okay, Events aus der ganzen Welt, in China, die Leute haben, da gibt's Lampenarten, die inspirieren dich, weil sowas siehst du hier einfach gar nicht. Ja. Und wenn man da einfach so sich ein bisschen mit auseinandersetzt, dann kriegst du auch eine Vorstellung, wie könnte man es machen. Auch vielleicht günstiger so. Ja, man muss sich schon ein bisschen reinnörden. Total. Es ist auf jeden Fall eine nerdige Sache, auf jeden Fall. Ja. Und hast du da, also wir haben ja viel über Präsenz und Vergangenheit geredet. Vielleicht ist die Zukunft noch interessant. Also ich kenne dich ja mittlerweile auch ziemlich gut und ich weiß, dass du ein krasser Workaholic bist. Also 8 Tage die Woche wird gearbeitet, so nach dem Motto. Wo willst du eigentlich noch hinkommen? Oder bist du eigentlich der Typ, der niemals ankommen wird und deswegen so viel arbeitet? Gibt es eine Zukunftsvision? Willst du Konzerte machen? Hast du irgendwas, was der nächste Step ist? Weil du wirst ja niemals jetzt sagen, na gut, jetzt bin ich hier, jetzt setzen wir uns mal hin hier schön, machen uns ein Aperol auf. Also das wird ja nicht passieren. Also ja, ich weiß es nicht. Also ich habe schon immer eigentlich eher so schrittweise gedacht. So als ich in meinem Dorf gewohnt habe, habe ich gesagt, ich möchte den ersten Gig spielen. Als ich den ersten Gig gespielt habe, habe ich gesagt, ich möchte den ersten Gig außerhalb meiner Stadt spielen. Dann den ersten in Berlin, dann den ersten außerhalb von Deutschland. Und so mache ich das, glaube ich, immer noch. Aber mein jetziges Ziel sind eigentlich keine Zahlen oder so, sondern ich will einfach, also das, was ich jetzt gerade machen will, sind einfach besondere Events, die jetzt so in der Form kein anderer so macht. Ja, das ist, also neben mehr Zeit zu haben, Musik zu machen, das wäre auf jeden Fall ein Wunsch, ja. Möchte ich einfach verrückte Events machen, wo die Leute einfach eine extrem gute Zeit haben. Und das kannst du natürlich dann ja auch erstmal in verschiedene Länder bringen. So, das wäre auf jeden Fall ein Wunsch. So, das passiert dieses Jahr auch schon. Also, dass eine Outworld nach draußen geht. So. Genau, also ich meine, ich hatte ja Outworld schon Amsterdam und so, ne? In Rotterdam, ja, genau. So jetzt in Madrid mit 12.000 Leuten im März, das ist natürlich schon... Das ist absurd, ey. 12.000, das musst du mal verbildlichen. Die Sache also, ist, wie setzt man sich denn, wenn man eigentlich aus dem Dorf und aus dem Kaff kommt, wie setzt man sich denn noch das nächste nach vorne denken, wenn man schon an dem Punkt ist, wenn es schon alles so super surreal ist. Du hast ja gesagt, dass 16.000 in deinem Dorf gewohnt haben, jetzt machst du Race mit 12.000. Ja. Machen sich mal einen Begriff, ey. Machen Sie sich mal einen Begriff. Ja, das ist absolut surreal, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch schon wieder eine Scale, wo ich überlege, das ist ja auch das erste Mal, dass ich ein All Night Long in der Scale habe. So das größte All Night Long war mit 6.000 oder 6.500 bisher. Karlsberg, da. Nee, Karlsberg ist so 1,82. Ach so, also, nee, das war letztes Jahr Madrid, waren 6,5. Aber bei 12 denkst du natürlich auch schon, also diesen Gedanken, den ich eigentlich immer bei einem All Night Long habe, kannst du die Menschen alle begeistern. Natürlich gibt's immer Leute, die nach Hause gehen und sagen, ich habe jetzt doch nicht gefeiert. So bei 12.000 das ist natürlich eine andere Scale. Da weißt du nicht mehr, wie viele Leute kommen jetzt wirklich aus diesem Aspekt, aus diesem All Night Long Aspekt heraus. So bei 6.000 habe ich schon gemerkt, okay, die sind wirklich alle da, weil sie wissen, für was sie gekommen sind. Die wissen, am Anfang läuft kein Hard Techno und da läuft nicht 150 BPM. Das wird sehr spannend und davor habe ich auch sehr, sehr großen Respekt irgendwie bei 12.000 Leuten. Aber ja, so das nächste,
Ein Festival, Outward Festival. Ich mag gerne Tickets wieder. Ein großer Traum ist auf jeden Fall, dieses Jahr nochmal einen Free Rave zu machen. In einer größeren Dimension vielleicht, weil als ich das letzte Mal gemacht habe, konnten nur 2500 Leute kommen, weil in der Halle nicht genug Fluchtwege waren, um mehr Leute reinzulassen, obwohl eigentlich da locker 6, 7 reingepasst hätten. Und das wäre ein Wunsch quasi, weil das habe ich ja auch für die Menschen einfach gemacht, ja. Und ich würde das, wenn ich das mache und so viel Geld in die Hand nehme, einen Free Rave zu machen, möchte ich einfach mehr Menschen glücklich machen. Ja. Und das ist wirklich eine Sache, die nicht so richtig gerade greifbar ist, weil es keine wirklich geile Location in der Scale gibt, die ich haben will. Wie viele Leute waren in diesem Leipzig, da wo du letztes Jahr, was so krass war, wo ich eigentlich auch kommen wollte? Das war das am Denkmal. An dem Denkmal, das genau. Krass, ja, das Video ist ja auch übelst. Völkerschlachtdenkmal. Genau, das waren 15.000. Ja, genau. Aber es ist halt einfach eine Outdoor-Venue. Also die Venue könnte ich auch bekommen, weil ein Kumpel von mir halt eben, also halt da Dates hat. Aber es ist halt einfach nur Outdoor, drumherum sind Bäume, ganz das ist nicht besonders genug quasi. Oder nee, nicht genau das nicht, was also du ich will es nicht einfach nur groß machen, sondern austauschbar. Ich will es irgendwie geil machen. So. Ja. Und deswegen wäre natürlich ein geiles, großes Warehouse das Beste, aber Warehouses sind in den meisten Fällen in Deutschland nicht dafür ausgelegt, um Events zu machen. Deswegen gibt's hier so wenig Warehouse-Events, weil es keine Fluchtwege gibt. Ja. Wie erfährt man das als Fan von dir am schnellsten und dann als erstes, wo was geht? Naja, das poste ich auf jeden Fall. Also das ist wirklich komplett dann für jeden zugänglich. Das war beim letzten Mal auch so, nur da mussten wir quasi kostenlose Tickets erstellen, damit du eine Kontrolle darüber hast, wie viele Leute kommen. Weil wenn du sagst, du machst einen Free Rave, wo nur 2500 Leute kommen dürfen, wegen den Fluchtwegen, und dann stehen da 5000, dann hast du Facebook-Party, wie früher. Genau, dann hast du halt 2500 Leute vor der Halle stehen, denen du sagen musst, die müssen wieder nach Hause gehen. Ja. Deswegen. Oder es wird abgebrochen mit der Polizei oder so. Genau, aber das war komplett legal und es war komplett öffentlich und jeder konnte sich dieses Ticket holen. Und so wird es dann wahrscheinlich auch wieder sein. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großer Wunsch, einen fetten Free Rave zu machen. Geil. Ja, wie du Fetten gesagt hast, da ist Energie drin. Ich habe so, das habe ich wirklich, da brenne ich so krass für. Also wenn irgendjemand ein großes Warehouse hat, ab in die DMs. Leiden. Genau. Hast du noch Fragen? Ich habe noch 2 kleine. Und ja, genau. Ich würde so langsam gegen Ende gehen. Ich wollte dich noch fragen, ob es irgendwie eine geile Anekdote, irgendwas ganz, 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 ganz Verrücktes gab letztes Jahr. Was irgendwie passiert ist, was dir direkt einfällt. Vielleicht mit einem Fan wurdest du mit einer Banane abgeschmissen oder so. Oder im Backstage. Ich bin nie im Backstage. Ja. Echt? Ich bin nie im Backstage. Gehst du hin und dann weg? Oder gehst du tanzen? Ja, also bei den All Night Longs habe ich natürlich gar keine Zeit, in die Backstage zu gehen. Ja. Oder sonst bin ich halt, stehe ich beim Tontypen oder beim Lichtmann und drehe mit dem. Danach mache ich dann Fotos und dann gehe ich meistens eigentlich. Anknüpfen daran, wie gehst du mit dieser Situation von 100 auf 0 um? Also so wie fühlt man sich nach einem All-Night-Long? Dann, du bist 8 Stunden auf Adrenalin und dann gehst du runter ins Hotel, also gehst du ins Hotelzimmer oder machst vielleicht noch Fotos, dann gehst du mal zum Turm, dann sagst du allen, ciao, aber irgendwann endet es ja und dann ist es ja so, bist du im Hotel und zitterst du dann noch oder also hast du Rituale, um irgendwie wieder zu erden oder? Ja, also bei dem All Night Long bin ich einfach so körperlich kaputt und auch, glaube ich, mein Kopf war einfach so müde, dass ich dann schon zeitnah schlafen kann. Natürlich bist du irgendwie noch so in einem anderen Mut, als wenn du jetzt nicht die ganze Nacht spielst. Aber es geht eigentlich. Also ich habe tatsächlich keine Rituale. Einfach schnell duschen und dann ins Bett so. Das ist wirklich recht unspektakulär. Ich weiß nicht, wie es bei euch? Das ist gut, dass das bei dir so ist. Bei mir ist irgendwie mein Kopf versucht die ganze Zeit noch irgendwas zu machen, was diesen, ich weiß nicht, so unterbewusst vielleicht so das Hochgefühl aufrechterhält. Also ich fange dann an, Fernsehen zu gucken und zapp dann ewig durch oder so. Nach dem Gig. Also ich gucke vor dem Gig Fernsehen und nach dem Gig Fernsehen. Ich schaue nie fern, nur im Hotelzimmer. Ich bin immer super, super fertig. Also ich wiege ja auch 105 Kilo, wenn man die ganze Zeit da so rumwippelt. Das merke ich dann mit der Zeit so. Ich bin halt einfach super im Arsch. Also erstmal, ich bin ja voll das ADS-Kind auch und so Hyperfokus und wenn der Fokus dann weg ist, dann ist da zwischen meinen Ohren nicht viel zu holen. Dann bin ich ein leerer Kadaver, dann können die mich da mit dem Kran noch ins Taxi heben und dann geht's ins Hotel und dann wird geschlafen. Ich versuche im Hotel tatsächlich immer mich aufs Frühstück zu konzentrieren und dann einmal wieder eine Mahlzeit, dieses so, dann Erden irgendwie so da wieder stattfinden, erstmal so in
der Trivialität erstmal wieder ankommen, so. Ja. Aber das ist halt manchmal viel zu weit weg oder manchmal sitzt man da, das ist immer, ich finde, das ist eine super schwierige Situation. Manchmal sitze ich auch da und mache Online-Shopping irgendwie. Keine Ahnung, das ist mega random. So, wirklich. Ja, ich glaube, es kommt wahrscheinlich drauf an, von welcher Art Gig man kommt. Ja, und wahrscheinlich. Wie anstrengend das war und ja, wie es auch emotional war. Ich meine, jeder Gig ist ja emotional auch ein bisschen anders. Ja, manchmal gehst du nach Hause und fühlst dich vielleicht total gut. Manchmal denkst du so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Manchmal denkst du so, okay, habe ich das Beste, also habe ich das Bestmögliche gegeben. Boah, das ist immer schlimm bei mir. Also die letzten Male nicht, aber das kennst du ja. Ich habe dir, als ich bei dir da gezockt habe, auch total, dachte ich so, Alter, ich habe alles verschissen, habe mich so noch voll entschuldigt für das Set und meintest du, war übelst geil. Ja, das habe ich, also jetzt gerade weniger, glaube ich, das letzte halbe Jahr, waren aber auch Scheißveranstaltungen. Also kann man schon mal dazu sagen. Das schneiden wir raus. Nein, Quatsch. Ach, das wissen die ja. Ich habe euch ja alle lieb. Nee, also, das trage ich schon ein bisschen mehr mit mir rum, aber das ist auch okay, aber es wird besser, da bin ich auf einem besseren Weg auf jeden Fall. Wollen wir langsam gegen Ende? Ich habe zwei kurze Fragen, noch zwei ganz kurze. Underrated Artist, seiner Meinung nach. Wer verdient einen Shoutout jetzt hier von dir? Marquez. Boah, das ist so eine gemeine Frage, weil ich niemanden... Weil du dann andere ausschließen würdest. Ja, genau. Also ich müsste wahrscheinlich jetzt mich jetzt richtig hinsetzen und ich will niemanden vergessen, der... Dann machen wir es anders. Das machen wir auch ganz oft. Zeig mal deine Top 3, also deine letzten 3 Lieblingssongs bei Spotify. Ja, was hörst du? Du musst jetzt dein Handy rausholen. Das muss ich erst gucken, was das Ja, im besten Fall unzensiert. Das ist eh eine Frage, so was hörst du außerhalb von ja, genau, das wäre tatsächlich auch meine letzte Frage gewesen. Ja. Aber deswegen zeigen wir, das ist immer ganz spannend, weil das ist so. ist tatsächlich alles Red Hot Chili Peppers. Geil. Weil als ich letztens in San Francisco war, okay. Es ist einfach in Kalifornien Red Hot Chili Peppers zu hören. Ist so ein Vibe einfach, wirklich. Ich liebe es. Ja. Also deswegen kamen die als letztes Jahr. Okay, genau, krass, tatsächlich. Geil. Ja. Ja, ich würde anknüpfen einfach direkt mal mit Track der Woche. Wir packen ja immer einen Track der Woche in die Playlist. Oh Gott. Muss ich nachreichen. Hast du keinen mitgebracht? Hast du mir gesagt, dass ich einen nehme? Nee, ich wollte das spontan machen. Du kannst ja einfach von Red Hot Chili Peppers, muss ja kein Techno-Track sein. Du kannst parallel in Spotify ich mache auch mal Rock-Tracks und so rein. Das machen wir. Ich habe auch tatsächlich mehrere dabei und dürft gleich 1 oder 2 sagen. Ja, genau. Relativ spontan. Ja, fangt ihr mal an. Oder macht jeder einer? Lukas. Bei mir ist es ein ganz, ganz besonderer. Und das hat auch was mit der Geschichte von uns beiden zu tun. Oh, jetzt wird's. 2017 im Sommer auf dem Feel Festival. Da war ich Anfang 20 oder gerade 20 geworden, irgendwie so. Und da sollte ich Closing spielen für auf der Ritter Butzke Stage. Mhm. Und da hat ein junger Mann, der Michael hieß, vor mir gespielt. Und ich habe damals 124 BPM gespielt, glaube ich. Also richtig, richtig langsam. Da ging quasi gerade die Sonne auf und dann hast du angefangen irgendwie zu spielen. Und also ich war so krass aufgeregt. Ich war auch ein bisschen lange wach. Ja. Und dann hast du zum Schluss, also du hast auch, glaube ich, 137 oder so gezockt und zum Schluss bist du auf über 140 gegangen. Da hatte ich so einen Herzrasen. Und das war BK mit Revolution. Hast du dann als letzten Track gezockt, das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Und dann habe ich erstmal schön 25 BPM runter und dann sind alle Leute abgehauen, als ich angefangen habe. Sorry, ja. Aber ja, da war der Timetable nicht so gut geplant. Dann habe ich dann schön Sekt gesoffen und mir das selbst schön gemacht, ja. Dann habe ich 40 Minuten gespielt, dann war vorbei. Aber man muss auch sagen, es war eisekalt. Es war richtig kalt. Ich habe auch so gefroren, meine Hände beim Spielen richtig wehgetan, weil es so kalt war. Ja. Deswegen muss man auch sagen, Respekt überhaupt an die Leute. Bei mir war es jetzt auch nicht packed oder so. Ja. Also. Aber dann war halt mein Onkel noch da und der Eismann. Und das war's dann. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß. Ich war dann super besoffen, war aber auch schön. Deswegen ja, BK mit Revolution. Okay, ja. Gute Wahl, ja. Hast du schon? Sonst. Mach du mal gerne. Ich gehe mal noch rein. Okay, ich habe viele Genres gespielt in meiner DJ-Karriere, aber eins tatsächlich, was ich immer gespielt habe und gerne gespielt habe, war auch Schranz, tatsächlich. Deswegen habe ich heute auch mal nach Oldschool-Schranz gesucht und geguckt, was mir irgendwie anspricht. Ich habe 2 dabei.
Könnt 1 oder 2 sagen, weil ich kann eine Münze werfen. Ich bin sehr interessiert, was du sagst. Ja, ich kann auch den zweiten danach noch sagen, aber dann, ich nehme den ersten spontan, den ich hatte. Ist von Malke, Jigsaw. Krass, kenne ich nicht. Malke musst du auschecken. Okay, check ich sofort. Es hat auf Industrial Strength, ist eigentlich ein Industrial Hardcore Artist, der aber auch richtig viel Schranz macht und Schranz immer produziert hat. Und Jigsaw ist einfach, der hat von Saw die Melodie gesampelt. Und das ist eine der krassesten Melodien, die ich kenne. Also und neben Requiem for a Dream auch diese Saw-Melodie, das ist todesheftig. In welchem Jahr ungefähr kam der raus? Hast du das da? 2004, 2008, irgendwo in der Ära wahrscheinlich. Okay, also wenn du bei Malke auf Spotify gehst, ist es ganz unten die erste EP, der erste Track wahrscheinlich sowas. Das zweite ist von Miss Jax. Die feiere ich tatsächlich seit Jahren. Headbanging. Ja. Super geil. Okay, fett. 2008, glaube ich. Inferno-Album. Ganz, ganz kritisch zu betrachten. Das Albumcover muss man tatsächlich dazu sagen, wenn ihr das jetzt anguckt hier und in der BPM Berlin Playlist, aber krasser Track. Genau, aber ich nehme Malke Jigsaw. Okay, ich nehme Isolé Allowance. Soll ich das euch aufschreiben? Ich habe das hier auch. Er haut rein. Isolé Allowance. Was ist das für ein Track? Ist sehr melodisch und weiß nicht, kann man sphärisch sagen. Sehr dreamy, ja, sehr, sehr dreamy. Sehr, sehr verträumter Track. Hat eine sehr besondere, unique Soundästhetik, sehr gutes Sounddesign. Das ist schon ein Kunstwerk. Das hat schon fast so Film. Also es ist ein elektronischer Track, aber das ist so gut produziert, das ist schon fast so filmisch. Es klingt sehr filmisch eigentlich. Geil. Deswegen, ja, es ist sehr langsam. Ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie 120 rum oder so. Also langsam für unsere heutigen Verhältnisse. Naja. Ich höre mir jetzt manchmal so alte Nummern an, die früher, wo ich auf Goa-Hosen zu Minimal geschaffelt bin, irgendwie in der Grinsekatze, und merkst so, das sind ja 130 BPM, das ist ja todeslangsam. Und damals hat das so geknallt. Ich habe mir gestern Anthony Rubber, falls ihr den noch kennt, habe ich mir die ganz alten Sachen angehört. Alter. Ja, genau, habe ich gestern gehört. Oder Disco Lights, die Dinger sind 7-8 Minuten lang so und aber ich war voll auf der Autobahn und voll so im Traum drin. Das ist richtig es gab auch dieses alte Facebook-Meme, so Techno-Fans waiting for one thing to change in the track und dann so 3 Minuten irgendwie. Ja, genau. Und dann kommt die eine Heil dran. Ja, genau. Oh, damn, Digga. Ja. Cool, Leute. Ach, geil, Mann. Also eine letzte Frage dann. Was geht am Wochenende? Ja, stimmt. Am Wochenende spiele ich in Toulouse und am Montag fliege ich dann nach Belgrad, aber nicht für einen Gig, weil ich da die nächste Outworld plane und mir die Venue nochmal angucke. Das mache ich dann auch so zwischendurch einfach mal kurz an das andere Land fliegen, nur um mir die Venue anzuschauen, nur um sicher zu gehen, dass sie auch das ist gut, doch, machen wir. Dass sie wirklich geil ist, ja, genau. Das ist mein Wochenende. Ja. Nice, cool. Ey, vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke euch, hat mega Spaß gemacht. Ja, danke für 1,5 Stunden Verhör hier. Mir hat's auch krass viel Spaß gemacht. Danke für das erste Date zusammen irgendwie. Ja, für das gerne, Kennenlernen. Gerne wieder, ja. Sehr gern wieder. Ey, darauf kommen wir zurück. Also keine Sorge. Das haben wir jetzt alles auf Band, mein Lieber. So, vielen Dank auch fürs Zuschauen. Wenn es euch denn gefallen hat, dann schreibt gerne einen Kommentar. Lasst ein Like da, folgt uns oder folgt ihm, werdet ihr schon machen. Folgt BPM Berlin. Ja, das ist geil. Das wollen wir doch hören. Also, ciao, macht's gut und habt noch eine schöne Woche. Bye. Peace. Ciao. Hallo. Wenn ihr diese Folge gerne gehört habt, dann habt ihr die Chance, noch mehr von uns zu erfahren, zu hören, zu sehen, zu fühlen, zu schmecken und zu riechen. Auf diesem Kanal hier. Hier. Da drüben, da oben oder auch da. Genau, und hier unten ist der Abonnieren-Button und es würde uns natürlich sehr viel weiterhelfen, wenn ihr diesen betätigen würdet. Soweit ich weiß, muss dieser Abspann mindestens 30 Sekunden gehen. Daher reden wir. Ja. Mehrere Wörter. Oder schweigen.